Und damit willkommen zu Divinity. Willkommen zu Divinity. Willkommen. Entschuldigung, ich habe vergessen, mich noch zu muten. Mein Fehler. So, auf meinem Fenster sozusagen hier auf dem zweiten Monitor habe ich vergessen, mich zu muten. So, nochmal. Von vorne. Willkommen zu Divinity Original Sin 1 in der Enhanced Edition. Gerade frisch gekauft. Nein, gestern frisch gekauft. Eigentlich wollte ich Baldur's Gate 3 beenden. Es kann nicht mehr so viel sein, was da zu tun ist. Insofern dachte ich mir, fängst du heute mit einem komplett neuen Spiel an. In dem Fall Divinity Original Sin. Ja, wollen wir doch einfach mal voll reintauchen, oder? Eben habe ich so die letzten Einstellungen gemacht und so. Wollte euch auch so ein bisschen zeigen, wie, wo, was so einzustellen ist. Ich spiele das Ganze am PC, das ist vielleicht an der Stelle auch noch wichtig. Ja, machen wir mal ins Spielermodus. Ich will ein entspanntes Spiel haben. Das heißt, ich mache den Entdecker-Modus, sprich den einfachsten Modus. Das ist mir an der Stelle lieber. Mein taktisches... Schönen guten Morgen, Zero. Mein taktisches Verständnis ist nicht so allumschließend, als dass ich hier im klassischen Modus oder so vernünftig durchkomme, denke ich mir. So, und hier haben wir dann auch schon die 2 Charaktere. Man kann beide entsprechend anpassen und ich will beides zu Damen haben. So, man kann hier dann tatsächlich auch Waffen, was für Waffenskills haben sie, Verteidigungsskills und so weiter und so fort. Das andere muss ich gucken, ob ich es mache oder nicht. Ah, okay. Okay, ja. Dann, ganz wie du willst, Zero. In jedem Fall, wie ich immer sage, setz dich, hab Spaß. Was soll schon schief? So, wir haben hier verschiedene Fähigkeiten. Wo wir theoretisch auch draus wählen können. Das einfach mal auf alles auf Standard. Ich denke mal, das ist entsprechend auch so gedacht. Habe ich mir gedacht, Zero, habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht und ich kann es nachvollziehen. So, wir haben also eine Stärke von 8, eine Konstitution von 6 und eine Schnelligkeit von 6. Alles andere ist auf 5 bei dem Charakter. Okay. So, wir haben jetzt 2 Damen. Oh, die eine ist Roderick, ist ein Ritter. Die andere heißt Scarlet, ist eine Klerikerin, also eine Art Heilerin. Göttliches Licht. Was macht das? Verursacht den Status warm und verringert Willenskraft und Körperstärkung bei Zielen im Bereich des Zauberers. Okay, 90%ige Wahrscheinlichkeit für 3 Runden den Status warm hervorzurufen. 100% bis 10% wegen niedriger Stärke, minus 10% wegen niedriger Stärke, okay. 90%ige Wahrscheinlichkeit für 3 Runden Status getroffen von göttlichem Licht hervorzurufen. Auch minus 10% wegen geringer Stärke. Kostet 3 AP, also Aktionspunkte. Rettungswürfe Körperstärkung. Eigenschaften. Okay. Regeneration. Heilt 13 Lebenskraft eines Verbündeten über 3 Runden. Okay, weiß ich nicht, ob das jetzt viel ist oder wenig. Nahkampf, Angriffshaltung. Okay, drauf einklopfen. Sturmbock greift an einer geraden Linie einen weit entfernten Punkt an und trefft alle Feinde in eurem Weg für 11 bis 14 Schnittschaden. Aha, okay. Einmal durchrennen.
ermutigen. 100% Wahrscheinlichkeit für 3 Runden den Status ermutigt hervorzurufen. Kaffee anstellen. Kaffee ist eine gute Idee, habe ich ja auch. Jo. So, was haben wir hier? Wunden heilen. Okay. Kann einmal pro Kampf eingesetzt werden, halt 28 Lebenspunkte. Also man vom Krieger, Ritter in dem Fall. Eine der Skills als Ritter ist Wunden heilen. Okay, wahrscheinlich nur bei sich selber, aber und auch nur einmal pro Kampf. Aber heilt sich um 28 Lebenspunkte, während der Kleriker 13 LP nur heilt, dafür aber immer wieder. Und das auch nur über 3 Runden. Okay, ich verstehe. Dann nehmen wir die doch einfach mal so an. In the days of old, the sorcerers of Riverlong cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Riverlon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. Larian Studios presents. Rise and shine, Master Source Hunters. The captain wants you up on deck. Hear them calls? Means we're close to shore. I don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the Counselor in. Source in a city like Sicil, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicil. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the Counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters. Mit anderen Worten, ihr setzt euch ab und dann seid ihr auf euch gestellt. Man sieht sich. Toll. Divinity, Original Sin, Enhanced Edition. Ich versuche bei Cutscenes nicht dazwischen zu babbeln. Jetzt gerade habe ich ein bisschen dazwischen gebabbelt am Ende. Tut mir leid dafür. So, und dann sind wir auch schon da. Da haben wir unsere Skills. Feuersturmgranate. Wir haben 2 Charaktere. Alles klar. Die Kriegerin lassen wir mal voranlaufen, ne? Oh. Diro hat ein Konsolen-Update. Uiuiui. If I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. Ah, alles klar, meine Damen. Ah, die Musik fetzt. Ding, ding, ding. Is that a call?
Klimper, Klimper. What's it doing here alone? What? Did you expect it to have an entourage? Ja, das ist ziemlich normal. Aber ich habe zumindest den Anfang vom zweiten Teil auch mal gespielt. Nie wirklich, also ich muss auch dazu sagen, nie wirklich durch, komplett. Okay, da war es im Endeffekt eine Art Raumschiff oder Universumsschiff, wie auch immer, aber irgendwo war es auch ein Schiff, ja. Aber wir sind nicht auf einer Insel gelandet, sondern direkt an der Schwertküste. Das ist keine Insel, das ist ein Kontinent. How did they find us? Take the stone to the temple. These whelps will be easy to crush. As you say, Madam Conduit. So, wie ist der Sound? Ist der laut genug? Bedarf der Anpassung? Arise, fair dead. Seize upon our enemies. Ja, die beschwört erstmal ein paar Untote. Ja, wir wissen's. Oh nein. Und man selbst steht dabei und guckt nur zu. Die heilige Handgranate von Antiochia. So. Habe ich denn gar keinen Schaden an denen gemacht? Mit der Handgranate? This is the end! For you! Nee, wir wollen nicht fliehen. Verfehlt. The time of your death is at hand! 100 Erfahrungspunkte. Start! Execute. Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside? Those thieves were more than petty criminals. Their leader gave life to the dead. What stone could they have been so keen on taking? Okay. 1. Unser Befehl lautet, unsere Kontaktperson in Sysial zu treffen und nicht wertvolle Zeit außerhalb der Stadtmauern zu vergeuden. 2. Wir können solch eine abscheuliche Zurschaustellung von Quellenmagie nicht einfach ignorieren. Lasst uns die Gruft untersuchen und sehen, welche Antworten sie birgt. Also, du und Sound sind super zu hören. Das ist gut zu wissen, dass das soweit gut ist. Also die Pegel sehen hier auch soweit gut aus. So, an der Stelle denn mein üblicher Monolog. Man kann bei mir, oder der Chat antwortet bei mir, wenn er will. Durch Eingabe der entsprechenden Tasten. 1 für die erste Antwort, 2 für die zweite, 3 für die dritte und so weiter. In dem Fall sind es nur 2, logisch. Die Antwort mit den meisten Stimmen gewinnt, selbstverständlich. Die bei Gleichstand von 2 oder mehr Antworten mit den meisten Stimmen entscheide ich. Wenn im Chat nichts kommt, entscheide ich. Und wir haben die 1 im Chat. Also nehmen wir die 1 in 3, 2, 1, Our 1. orders say to report to our contact in Sicil, not to waste precious time outside the city walls. Das ist halt der erste Teil. Also, nein, ich fange anders an. Zero im Chat meint, du bist ein Gegner der Quellenmagie. Verdammt, du sollst nicht auf meine Chars treffen. Ja, stimmt, sollte ich nicht. Man muss aber auch dazu sagen, das ist halt der erste Teil. Du spielst den zweiten Teil, ne? Also hier im ersten Teil wird erklärt,
warum das im zweiten Teil so ist, wie es ist. Könnte man sagen, warum du überall gesucht wirst und so weiter und so fort. So, jedenfalls haben wir wieder zwei Antwortmöglichkeiten. Eins, haben wir nicht auch den Befehl in Sysial nach Hinweisen für Quellenmagie zu suchen? Tote, die aus ihren Gräbern steigen, würde ich mit Gewissheit als solch einen Hinweis bezeichnen. 2, was auch immer sich in dieser Gruft befindet, kann warten. Wir müssen einen Mord aufklären und dürfen dem Täter oder die Täterin keine weitere Sekunde zum Versteigen der Spuren geben. Wir haben die 1 im Chat. In 3. Oh. 1. Don't our orders also say to investigate Syciel for evidence of source? The dead rising from their graves surely qualifies. Ende. Gut, dann wollen wir wohl in die Gruft rein. Können wir direkt ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Verschlossen. Might need to blow this one open. Kann sie da irgendwas tun? Okay. Ah. Und was haben wir hier? Ein Feuerpfeil? Ja, den kriegt Rodrik. This seems to be broken. This seems to be broken. Oh nein. Was passiert eigentlich, wenn wir die angreifen? Das passiert. Wir kriegen dann eine gealterte Grube. Hier haben wir Führers des Quellenjägers. Ne, das ist die falsche. Hier. Rüstung des Quellenjägers. Und wir haben hier gealterte Robe mit 14 Rüstung, 32. 20 Rüstung. Okay. Wir bleiben bei dem, was wir haben. This seems to be broken. Oh. Quiek. Nein, nicht quiek. Ist okay, denn nicht quiek. Eine Lunte. Ich hab auch eine Lunte. Okay, das kann man falsch auffassen. Ölfläschchen. Geld. Weizen. Angreifen. Oh. Wo kein Weg ist, baut man sich einen Weg, oder? Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. Okay. Wir haben einen Rattenschwanz gefunden. Und eine explosive Mine. Lauf am besten noch durch die Mine durch. Macht bestimmt Spaß. This Mädel. seems to be broken. Oh nein. This seems to be broken. Noch mehr Lunte. Appears to be locked. Ups, da ist mir... Ups, da ist mir mein Schwert ausgerutscht. Leeres Krankfläschchen.
Alte Stoffkappe und das da. Okay, Krieger steht an vorderster Front. Soll, auch wenn es nur eine Kappe ist, besser als nichts. Oh, man sieht die Kappe sogar. Cool. Okay, du versuchst es einfach. Alles klar, Siro. Ich komme dann gleich lurken bei dir. Auf jeden Fall danke auch für den Lurk. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth. Der Or Schlagpfeil. it could be our lucky day. So, jetzt muss ich mal gucken. Will mal gucken, was passiert, wenn ich das statt auf modiertes auf volles Bild mache. Übernehmen. Ja. Annehmen. Ja, okay. Das geht trotzdem runter. Ah, das ist ein bisschen blöd. Mal gucken, ob ich dazu eine Lösung finde. Ich will halt nicht immer, wenn ich raustappe, in irgendeiner Weise euch meinen Desktop zeigen. Da kommt man ja aus dem Spiel raus. Aber gut. Geht manchmal nicht anders in diesem Fall. So. Aber ich werde auf jeden Fall spätestens zum nächsten Mal gucken, dass wir das Ganze vielleicht, dass wir vielleicht das Fenster hier aufnehmen. Denn es ist egal, ob ich raustappe oder nicht. Ihr seht immer das Bild hier. This seems to be broken. Das ist zumindest eine Idee. Das habe ich vorhin noch versucht einzustellen. Da wollte er noch nicht so richtig. Da muss ich mich mal mit beschäftigen außerhalb des Spiels. Heute müssen wir es erstmal dabei belassen, was wir hier haben. Wie stabil ist die bitte? Okay, die ist... This seems to be broken. Eine Orange. This seems to be broken. Der. Gibt es eine Karte? Ja, es gibt eine Karte. Ja, dann wollen wir mal weiter. This seems to be broken. I've spotted something interesting. Knöpflein. Du hast ein Knöpflein gefunden. Ist das das Interessante? Fastened tighter than the treasure. It's locked! Angreifen. We made short work of that door, but I don't imagine our weapons would survive such use for long. Ja, ich habe halt keine Charaktere bei, die das öffnen können. Schriftrolle des Regens. Okay, cool.
Stärke. Okay, dann kann ich das wohl nicht aufmachen. Schriftrolle des Regens. Nutzen wir das mal, um Feuer zu löschen. Wer hätte das gedacht? Ich hätte auch die Wasserfässer hier kaputt schlagen können anscheinend. Aber gut, egal. Careful! I've spotted a trap. This seems to be broken. Man wird hier also quasi angeschrien, wenn wenn die Charaktere irgendwas This finden. seems to be broken. Nein. Anwerfen. Irgendwie hat... Ah. Verzierter Schlüssel. Giftfläschchen, alte Stoffarmschienen. So, erstmal die Frontkämpferin, die vorne steht. Ein wenig ausrüsten. Das erscheint mir sinnvoll. Effekt unbekannt. AP kosten 3, okay. Ölfläschchen, okay. Cool. Oh, Dietriche. Vermutlich müssen wir dann auch wieder rauslaufen. Auf dem Weg raus haben wir dann zumindest noch eine Kiste, die wir öffnen können. Das finde ich schon mal ganz gut. This seems to be broken. Well, what's this I've spotted? Verbrochene Vase. Fass. Eine Flasche Wasser. Cool. Aha. Gehen wir gleich lang. Ich will nur noch kurz... Da ist eindeutig noch was auf dem Boden. Fläschchen. Ja, nehmen wir mal mit. I need a remedy! Ja. War ein Stück weit klar, ich wollte es trotzdem ausprobiert haben. Feuerpfeilspitze, cool. Okay, die Zauberin oder die Klerikerin ist die Anführerin, okay. Wir sollten die Striche aber auch mitnehmen. Luftrolle der Wiederbelebung, Ermutigung. Comrades, we're all exalted above all others. Moment mal, mir fällt da gerade was noch eine Möglichkeit ein.
mal die Fackel da. Okay, ich kann sie nur benutzen, also an- oder ausschalten, aber nicht mitnehmen. Schade. Wir haben nur eine von diesen Granaten, richtig? Luftrolle, Feuerball. Ja, wir haben nur eine davon, aber mal gucken. Firestarter! Wusste ich's doch. Eisentempeltürschlüssel. Wohl? Ja. Scheint ja durchaus ein bisschen größeres Dungeon. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es groß werden kann. Auch Granate. Ja. I've spotted something. So, Ölfläschchen. Gift schon. Leeres Trinkfläschchen. Da. I've spotted something. A strange sort of pit. There must be a way to disarm it. Hat die jetzt alle wieder hingeworfen? A Natürlich strange nicht so. sort of pit. There must be a way to disarm. A strange sort of pit. There must be a way to disarm it. Poison shit. consumes me! Aua. Aufheben. Another piece of trash! Aufheben. Oh. I guess Aufheben. someone else got here first. Oh, schick. Nochmal alte Stoffkappe.
Dann darfst du jetzt auch eine alte Stoffkappe tragen. Oh, die Sachen haben eine Haltbarkeit. Okay. Das heißt, theoretisch können die Sachen auch kaputt. Nehmen, aufheben. Dahin. Punktwerferin hier. On point. Ah, na gut. ...129. Dann ist das aber... Dann sind die 28 Lebenspunkte ja so relativ fast gar nicht. Na gut. I think I hear voices downstairs. The last thing we need is to surprise another angry summoner. This seems to be broken. Naja, okay. I sense enemies nearby. Belebung, Angriffshaltung, göttliches Licht, Regeneration. Achso, die ist die ist einfach zuerst dran, okay. Sturmbock bis dahin. Okay, 12 Schadenspunkte, das ist noch erträglich. Armschienen, das da Schriftrolle Feuerball. This seems to be broken. Nein. Verbrochen, brauchen wir also nicht weiter lang. Mal sehen, wo der Halter für die Tür ist. Wenn es denn einen gibt.
Ach, eine ölverschmierte Ratte. Okay. Okay. Erstmal reinschauen. Aufheben. Zweihand Spalterstreitkolben. Okay. Macht sogar theoretisch mehr Schaden. Aber nicht nur theoretisch, sondern macht mehr Schaden. Hand. This seems to be broken. Okay. Dann müssen wir uns jetzt noch eine weitere Vase besorgen, die heil ist. Scheint. Auch verbrochen. Aufheben. So, dann komm mal ran hier. Eins. Zwei. Du hast die aber jetzt nicht weggeschmissen, ne? Nicht so aus. Weizen. Ah, okay. Kochtopf. Another one for the collection. Okay. Genstrank, ein Hammer, ein Pfeilschaft. Kombiniert Zutaten, um neue Gegenstände zu fertigen. Öffnet euer Inventar und zieht eine Zutat auf eine andere Zutat. Kombiniert einen Hammer mit einem Kochtopf, um einen Helm zu schaffen. Ah ja, okay. Hammer mit Kochtopf. Kombinieren mit Kochtopf. Kombinieren. Verbeulter Kochtopf. Rüstungswert 10. Wow. Naja. Hat immerhin ein bisschen mehr Rüstungswert. Und wir tragen jetzt einen Kochtopf auf dem Kopf. Kann man mal machen. Okay.
Da ist eine Vase. Okay, die ist heil, aber heil, das ist gut zu wissen. Na nee, schlag mal nicht weiter drauf. Schädel. Aufheben. Aha. So, soll das heißen, nicht schwer genug oder die Vase? Aufheben. Mich da eigentlich nicht sehr wohl bei, die so einmal Kriegerin. Nein. Er speichert, automatisch speichern und so. Oh. Ein Swordfish. A living rat dares disturb the slumber of the dead? A thieving fool insults the sanctity of the grave. The bloodstone defiler, where is it? 1. Wo seid ihr? 2. Blutstein, ich weiß nicht, was ihr meint. 3. Ich traf ein Trio aus seltsamen, kultistisch gekleideten Personen vor dem Eingang zum Grab. Sie scheinen einen wertvollen Stein in ihrem Besitz zu haben. 4. Ich bin da mal weg. In 3, 2, 1. Strange indeed. Robed indeed. Your tricks will not save you from retribution, deceiver. The bloodstone, deliver it now and I may deign to end you quickly. So, 1, wer seid ihr? 2, Blutstein, ich weiß nicht, was ihr meint. 3, ich bin da mal weg. In 3, 2, 1. In life, I toil to care for these holy grounds. In death, I protect them from profaners and poachers. The legacy of Cecile is mine to preserve. Her traitors are mine to destroy. Dann nehmen wir I die 1. suppose you only crept among these sacred tombs for leisure. I suppose you had no lust for the treasure of the dead. Ha! Run if you like, Defiler. Whichever way you take leads you to the grave. Und wieder einmal dürfen wir für andere, die warm. Okay.
Attacke! Okay, die darf kann ich mir angreifen. Ein Zornfried. Au, au. Ich doch. Okay, das war der Zornfried. Death never dies, fool. Death in 1,000 forms rules all. So. Sturmbock auf Inder. Das war eigentlich. Das war leichter als gedacht bisher. Oh, da ist ja noch einer. Jetzt haben wir auch noch Zornfrieds Geist. Nein. Okay, benutzen 0. So, ich vermute, wir sind ein bisschen überladen mittlerweile, kann es sein? Licht, Gehör, Bewegung, Tief. Okay, die bewegt sich eigentlich ganz normal. Außerhalb des Kampfes zumindest. So, wir haben Ölfläschchen. Schlüssel fürs antike Steintor und Übungszweihänder. Ui. +1 aufgrund von Stufenunterschied. Cool. Definitiv mehr Schaden. Oh halt, was haben wir denn hier? Pandalos Hose. Aha. Sarong des Quellenjägers. Hä? Ach so, da kommt das hin. Eure Großmutter hat euch stets geraten, Unterhosen zu kaufen, die atmungsaktiv. Was? Widerlich. Herstellen, ja okay, das ist halt knüpfen miteinander. Alles bitte. Haben wir die Schlüpper von irgendjemandem? Ist ja widerlich. Ganz schön ekelhaft. Ich will nicht wissen, wie lange der hier schon rumrennt mit dem Schlüpper. Ja, okay, wahrscheinlich rennt er nicht rum, sondern liegt nur noch rum, aber es hat doch einfach alles da drin gegammelt und so. Ist doch, das kann doch nicht gut sein.
So, dann will ich mal den Schluss wieder danach hin. So, dann haben wir das hier alles schon mal aufgedeckt. Betreten das optionale Tutorial über das Verlies über euch. Ja, komm. Ich will da noch mal rein, da sind nämlich noch ein paar Kisten. Vase. Hat jetzt aber nicht komplett reset, oder? This seems to be broken. Oh nein. Kaputt. Scheint nicht komplett reset zu haben. Aber wir haben tatsächlich noch ein paar Sachen vergessen. Asche über mein Haupt. Verbrochen. Bei leere Vasen. Wo leer dran steht, ist wohl auch leer drinne. Kann man eigentlich von ausgehen, würde ich sagen. Das können wir auch noch öffnen. Was haben wir hier? Als Pergament. Diesen. Grabwächter Zornfried. Kümmert euch zunächst um die Gräber in der Vorkammer und macht dann mit den inneren Räumen weiter. Stellt euch ganz nah an die eingelassene Tür und drückt auf den Knopf, der rechts davon erscheint. Na sowas. Los, knacken. Jetzt dürfen wir Schlösser knacken? Aha. Achso, wahrscheinlich, weil wir einen Dietrich haben. Ja, okay. Hölzerner Feuerstab. Ahangpflanze. Na dann, nimm mal mit. This seems to be broken. Mach doch nicht sowas. Alles kaputt hier. Wo bin ich denn hier gelandet, wenn alles kaputt ist? Nee. Aber wer immer das hier erbaut hat, der hat echt schlechte Arbeit geleistet. Ja, alles kaputt. Kann man doch so nicht stehen lassen. Kiste haben wir geleert. Wochen. Ja. Oh. Okay. Der. Naja. Eher leer. Leer. Verbrochen. Und mitgenommen. Für Dinge verwendet.
Alles kaputt hier. Ja. Here lies Master Ragequin's first apprentice, killed by a falling corpse. Okay. Hier runter. Here lies Master Ragequin's second apprentice, killed by dying. Tot ums Leben gekommen, okay. Wusste gar nicht, dass man lebendig ums Leben kommen kann. Ist ja schrecklich. Gut, okay, dann haben wir das nochmal 100. Was haben wir hier für Köpfe? Taktische Sicht ein, aus. Im Menü. Tagebuch. Verbindungsmenü. Aha. Tutorial-Protokoll. Karte. Okay. Dann haben wir uns das mal ein bisschen anguckt. Come, let's have another drink while we still can. To your very good health. Hold it right there, Orc scum! No one slips past the Legion unchallenged. Ja, genau. Orkesox. Zu zwei reizenden Damen, die den Arsch versohlen können. Ja. Calm down, Juniors. Doesn't look like one of them orcs to me. Not a single orc in sight, you know. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Scythiel. 1. Wer seid ihr? 2. Quellenjäger. Wir sind beruflich hier. Hier sind unsere Befehle. 3. Würde euch gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich bin immer weg. In 3. 2. 1. Na, wer seid ihr? Legionnaires, of course. On the lookout for orcs, for they've been attacking from the sea. God knows why they do it, but we stand firm. We of the Legion, liberators of Rivalon. Okay. Liberators of liquor too, aren't we, old chum? Völlig besoffen, die drei. Shh! Just pipe down, will you, Bibius? 1. Ihr seid also Befreier, ja? 2. Anscheinend hat ihr schon einen kleinen Umdrucken, was? 3. Lasst uns das Thema wechseln. Ich gönne mir mal kurz einen Kaffee. In der Zeit könnt ihr euch ja entscheiden, ansonsten geht's gleich weiter. Oh. Um die Jugend an der Stelle auch mal ein bisschen abzuholen. Ich gönne mir die totale Gönnung gerade. Einen halben Liter Kaffee. Noch einen weiteren halben Liter in der Kanne. Grandios, ich weiß. So, in 3,
Ah, wir haben die 2 im Chat. In 3, 2, 1. Ever kept the watch? Stood on the lookout for hours on end, bored stiff. Boredom's a demon, buddy, and booze is the demon hunter. There. I do declare it's time for this hunter to take another shot. Huzzah! 1, ihr seid also Befreier, ja? 2, lasst uns das Thema wechseln. Naja, gut. Ich nehme mal einfach die 1 an der Stelle. In 3, 2, 1. Aye, a noble word for watchdog, that. For that is what we do. Watch over the local dogs that ever so often aim for one another's throat, and separate them to keep the peace. Separate by the sword, that is. Ah ja. Best way to calm a wily dog is to neuter it. Ha! Spay for pay. Legion's motto. Ah, Geld her, Eier ab. Oh Mann. Just put a sock in it, will you, Benius? 1, Quellenjäger. Wir sind beruflich hier. Hier sind unsere Befehle. 2, ich würde euch gern noch ein paar Fragen stellen. 3, ich bin dann mal weg. In 3, 2, 1. Ich will mal kurz hier drauf drücken. Was haben die denn? Niederschlagende Pfeilspitze und 22 Gold haben die. Naja gut. Bin ich mit einverstanden. So, dann machen wir mal den... So, you're source hunters, are you? And how are we supposed to verify that's true? We can't read, my friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a 2-bedroom birdcage. They don't prove a thing. Okay. You know what? We'll take you two to the wizard. I know he reads. He has books large as a house, that one. Yeah, he'll squeeze the truth out of you, one way or another. Er hat also Bücher, die so groß sind wie Häuser. Okay. 1, der Zauberer sagt dir, das klingt gut. Auf, geht voran. 2, ich brauche keine Eskorte. Und erst recht keine Betrunkene. Lasst mich in Ruhe oder kämpft gegen mich. In 3, 2, 1. The wizard, you say? Sounds good to me. Lead the way. 1, einverstanden. Ein Zauberer muss mehr darüber wissen, was hier vor sich geht. 2, wie bitte? Ich lasse mich doch nicht von 2 Prunksüchtigen herumstoßen. Lasst sie uns ganz schnell wieder ausnüchtern. Die eigentliche Anführerin. Scarlet, unsere Priesterin. Wir haben die 2 im Chat in 3, 2, 1. Excuse me? I'm not going to be pushed around by 2 inebriates. I say we sober them up, and quickly too. Toll, jetzt prügeln wir uns fast gegenseitig, oder was? 1, Ruhe jetzt. Es sei denn, ihr wollt, dass ihr euch mal so richtig verprügeln. Um einzuschüchtern. 2, tut mir einen Gefallen und beruhigt euch, ja? Ich will nicht, dass ihr euch verletzt. Speicheln. 3, nein! Wer diese Männer tötet, bringt womöglich die ganze Stadt gegen sich auf. Argumentieren. Hier, na gut. Wir machen es auf eure Weise.
In 3, 2, 1. No. Killing these men may anger the entire city. Stellt euch auf ihre Seite, wenn ihr das wollt. Dann werde ich euch allen dreien eine Lektion erteilen. Einschüchtern. 2, ihr lasst zu, dass dieses einfache Fußvolk uns herumkommandiert. Ich hätte erwartet, dass ihr mehr Stolz besitzt. Michael. 3, diese beiden hätten uns fast mit Orks verwechselt und grundlos angegriffen. Wir müssen die Stadt von derartigen Gefahren befreien. Argumentieren. Das ist nicht gut, aber lustig. In 3, 2, 1. These two almost mistook us for orcs and would have attacked us for no reason. We must rid the city from menaces such as these. So, Leertaste drücken, um zu überspringen. Nein. Ah. Ah, okay. Papier, Stein, Schere. Oh Mann. Das werden wir wohl verlieren an der Stelle. Mal gucken. Doch, können wir uns aber sichern. Können wir es noch schaffen? Das war's wohl. Scarlett gewann diese Diskussion. Na, das ist ja eine tolle Diskussion. Very well, have it your way. You defy the Legion, will you? The punishment for that offense is death. Ihr wollt euch der Legion widersetzen. Darauf steht die Todesstrafe. Ja, nee, ist klar. Oh Mann. Finde ich ja lustig. So. Stand before me. Ups, daneben geschaut. Egal. The time of your death is at hand. Face the unending darkness. Veralterte Robe. Antike Kettenrüstung, niederschlagende Pfeilspitze. Well, there we have it. 2 dead legionnaires. 1, sie haben es verdient, diese Schwachköpfe. 2, das fühlt sich nicht richtig an. Wir hätten wirklich nicht. In 3, 2, 1. They deserved it, the cretins. 1, Recht habt ihr. Ihretwegen werde ich keine Tränen vergießen. 2, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Was wir getan haben, war schon ziemlich boshaft. In 3, 2, 1. Right you are. I'll not shed tears for the likes of them. Oh, wunderbar.
Backe Kuchen Band 1. Cool. Backe Kuchen. Die schönsten Momente des Abenteuerlebens sind, wenn man sich um ein Lagerfeuer versammelt und es sich bei Geschichten über abgeschlachtete Monster, verlorene Lieben und aus Klauen des Bösen entrissene Siege gemütlich macht. Ah, vielleicht ein Kochtopf aus dem Feuer und das Versprechen eines dicken Eintopfs oder eines zarten Kuchens, das aus seinen eisernen Tiefen lockt. Ja, sowas. So, ich mach mal einen kleinen Save zur Vorsicht. Speichern. Neuer Spielstand. Hier. Ist ja alles gut, glaube ich. Alter Standardbogen. Okay, cool. Haltendes Langschwert. Schick. Fertigkeiten. Talente. Unabhängigkeit, Gehorsam. Herzlos. Okay. Orks, die angreifen. Haben wir was? Wiederbelebung. Okay, die halten doch weniger aus als gedacht. Ah ne, ach, der lebt. Ah, sowas. Ja, ganz so unfähig sind sie nicht anscheinend. Zumindest versuchen sie hier die Orks platt zu machen. Ach ja. Und wir haben Level-Ups anscheinend. Nach dem Kampf. Also weit so gut, würde ich sagen.
68%. Kommen wir ein bisschen näher. 75%. 6 Schaden haben wir angerichtet. Did you see that? Those orcs had a human commander. How very curious. Antike Very Lederrüstung. disquieting. Ja, einen Zern brauchen wir nicht. Eigentlich. Taken before his time, far before his time. I like you much better for your last on the floor. Schmiedehammer. Cool. Schmiedehammer. Ihr habt einen Schmiedehammer gefunden. Wenn eure Schmiedefähigkeiten gut genug ist, könnt ihr eure Rüstung reparieren. Drückt auf der beschädigten Ausrüstung rechte Maustaste und wählt Reparieren aus. Tutorial Tipps anzeigen. Ja, bitte. Zeigt mal an. Oi, the Source Hunter. Nice to see these winds are blowing more than bloody orcs our way. Welcome to Seal, comrade, and good luck. 1. Erzählt mir von euch. 2. Was ist hier geschehen? 3. Warum hat ein Mensch auf der Seite dieser Orks gekämpft? 4. Ich bin da mal weg. In 3, 2, 1. We Legionnaires are loyal servants to Captain Arius and the Council of Seven. Been stationed in Seal for more than a year now, with no end in sight. Was ist hier geschehen? These orcs. Now that they have bees in their bonnets about God only knows, we need every hand we can get. That rat-faced shaman of theirs even went to the trouble of launching a fireball at a ship in the harbour to the west of here. They may need help. I would go myself, but we Legionnaires are under strict orders never to abandon our posts. Never know when another one of these little raiders might sidle up the beach. Beats me what traitorous madness came over that dog. A man among orcs? It'd be like one of your kind running with a sorcerer. Whatever the Cur's incentive to raise swords alongside that murderous lot, let's all hope it was a private grudge. Can you imagine if we had to add a slew of wild-eyed orc-loving bedlamites to our list of enemies in Seal? Okay. So, ich will mal ganz kurz was gucken, nämlich ob das alles so funktioniert mit dem Stream und so. Vielleicht sollte ich dafür dann auch wieder in Optionen die Grafik auf modiertes Vollbild machen. One day, comrade, vengeance Ja, will be ours. annehmen. Sieht zumindest gut aus. One day, comrade. Vengeance will be ours. Oh. Ja, sorry wegen hoch und runter und so. Jetzt sollte es soweit sein. Jetzt sollte alles richtig sein. Fortsetzen. Sagt der was anderes, vielleicht? Hi, the Source Hunter. Nice to see these winds are blowing more than bloody orcs our way. Welcome to Seal, comrade. Der sagt nicht wirklich was anderes. Filthy beasts, I'll kill the last one of you. Oh, gut. Holzkiste. Giftpfeiler.
Schleichen? Wer will denn schleichen? Ah, okay, das Level Up geschieht denn direkt hier. Gut, bei ihr wollen wir mehr... als Priesterin. Na komm, da. So, was haben wir hier? Waffen einhändig. Einhändige Waffen klingt gut. Bogen wäre eine Idee. Verteidigung. Willenskraft verbessert eure Rettungswürfe gegen Furcht, Verstummen, verzaubert, bla bla bla. Okay, Fähigkeiten. Gibt an, wie viele Aerotorque-Zauber ihr erlernen könnt und wie viele Aktionspunkte es kostet, Aerotorque-Zauber einer höheren Stufe zu verwenden. Okay. Frontkämpfer. Persönlichkeit, Charisma, Glücksbringer und so weiter. Handwerk. Allein schon um unsere Ausrüstung zu reparieren. Wobei, das kann ich auch mit Roderick machen. Mit Telekinese könnt ihr Gegenstände aus der Distanz bewegen. Desto schwerer können die Gegenstände sein. Okay. Herstellung bestimmt, was ihr herstellen könnt. Sowie die Qualität eurer hergestellten Gegenstände. Je höher die Stufe, desto schneller seid ihr mit der Herstellung fertig. Okay. Lehrmeister. Lehrmeister erkennt Feinde und ermöglicht euch, Gegenstände zu identifizieren. Je höher die Stufe, desto... Oh ja. Wichtig. So, bei ihr ist definitiv auch Stärke. Das hochgeht. So, und bei ihr will ich Schmieden haben. Weiter geht's. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. Als ein Dutzend streunende Katzen, die um die letzte Makrele der Welt kämpfen. Das ist eine Katze. Aha. Ah, but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sicil. Ganz genau. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. I'm Ahu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. So you were, and so you weren't. Behold! There we are. Meet my other half, Hunter. Deine andere Hälfte, okay? Haha! No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guile, but I assure you my plea is an earnest one. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Councillor Jake's murder. Okay, it's hard to from put what? my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Visit the scene of the crime, and I'd bet sardines for salad you'll say the same. Okay. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts.
I insist he's blind to all but the undead. Der schert sich doch nur um seine Untoten. Okay, 1, wo finde ich den Tatort? 2, ein Ratsmitglied wurde ermordet. Insofern nehme ich an, dass es Tatverdächtige gibt. 3, es gibt da noch etwas anderes, über das ich gerne reden würde. 4, ich bin da mal weg. In 3, 2, 1. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it his wife did the deed. But to be frank, I have my doubts. Okay. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. Okay. Dann mal... Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission should you want to have a peek. Gibt es noch was anderes, über das ich reden will? 1, es könnte euch interessieren, dass die Orks, um die wir uns gekümmert haben, von einem Menschen angeführt wurden. 2, was für ein Ärger habt ihr genau mit den Untoten? 3, von dem, was ich so gesehen und gehört habe, war dies nicht das erste Mal, dass ihr ein Problem mit marodierenden Orks hattet. 4, erzählt mir doch bitte mehr über euren Katzentritt. In 3, 2, 1. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf pack. And yet, I have heard rumors about a sect of sorts, a shadowy set of worshippers that associate even with orcs. Some say they're sorcerers, but people will say that about anyone who behaves a bit strangely nowadays. I don't quite know what to make of this news, but thank you for informing me. It'd be foolish to dismiss such a curious event out of hand. Was für Ärger mit the Untoten? undead. They've been clawing their way out of the ground for 2 years now. And for 2 years the stalemate between them and the living has been dragging on at a weary pace indeed. The Legion did a good job keeping them at bay, but I think it's fair to say that without my magic-infused ballistae, they'd have gotten the better of us by now. Someone is responsible for the outbreak. Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Alas, that searching for them is like searching for a single louse in a lion's mane. Uh-huh. Unfortunately, that is absolutely correct. The Orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat, and it shows no signs of abating. We've cordoned off the western beach where most Orc activity has been reported. For the 9 lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. There's nothing of interest along the waterfront, except for a set of caves with an unfavorable reputation. Maybe they're after some pirate's treasure, the fools. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct. Even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness. You couldn't possibly imagine the thrill.
But of course, it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two worlds. I'm glad we've met, Source Hunter. And I'm certain we have a lot more to talk about. Feel free to visit me whenever you want. I've set up a workshop in the Legion's headquarters. Once you're there, just take the stairs, but do pay a visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking to the de facto leader of Sicil. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu and good luck. May your enemies prove to be mere mice and you the dauntless mouser. Also, der hört sich auf jeden Fall gerne selbst. Sorcery, sects, undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Ahu mentioned? So, Kisten. Ein Auge. Vielleicht kann man das ja verdicken. Keine Ahnung. Oder ein Auge auf jemanden werfen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ein Sack mit Kartoffeln. Holzkiste. Weizen. Holzkiste. Dampfwolken. Pfeilspitze. Okay. Wegpunktschrein. I swear I can hear that bleeding cheese merchant from here. Okay. Gut. Er ist sich sicher, dass er den Käsehändler von dem anhören kann. Ja gut, okay. Warum auch nicht? Aha. Gabel. Schinken. Könnte Schweinefleisch sein. Oder es ist Bollockfleisch. Okay. Bauchwandpfeilspitze. Apfelsaft. Vergiftete Pfeilspitze. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sammle hier, ich sollte nicht ganz so viel einsammeln. Weiß auch nicht. Feuersturmgranate. Wasserfass. Zumindest sollten wir dann gleich den ganzen Pier abgesucht haben. Leere Granate. Mal gucken. Explosionspfeil.
Da ist noch ein Korb. Ah. Da raus. Aus Plenty der of Stadt. fish in the Nennen wir es sea, erstmal but Stadt. I've got the foulest of the lot on my hands. Nee, wir bleiben erstmal hier unten und gehen hier rein. Was soll schon schief gehen? Scheint eh nur ein Dings hier erstmal zu sein. Komm auf. Will you please turn your phrases elsewhere? Well, a source hunter. A very hearty welcome to our humble warehouse. Have a look around. And don't mind if I pick your brain about the scoop around Undervale. I'm behind on my current affairs. So, 1, erzählt mir von euch. 2, was für aktuelle Ereignisse gibt es? In 3, 2, 1. This Jake business is quite the scandal, no? I myself suspect his wife, Esmeralda. And the butcher seconds that, let me tell you. Oh, okay. Ja, es geht gleich sofort weiter. Ich will nur wieder... Jetzt, wo ich weiß, dass der Stream entsprechend flüssig läuft und so weiter und so fort, will ich wieder ein Streamlabs OBS offen haben. Da habe ich einfach mehr Übersicht, was so gerade passiert. So, die Sache mit Jake ist ein wahrer Skandal, nicht wahr? Ich für meinen Teil verdächtige seine Frau Esmeralda. Und lasst mich euch sagen, der Metzger ist derselben Meinung. Aha. Then again, and you didn't hear this from me, he's going through quite the nasty divorce himself. And there's his children to consider. But I imagine his youngest, Kimberly, won't mind. Never did get on well with her mother ever since the incident. Oh, it's an unparalleled pleasure having a fresh ear around here. I tell you, this gig sure beats getting my toes bitten off by zombies out in the field. We warehouse guards don't have to do much apart from stroll the perimeter a few times an hour. And of course, every now and again, some friendly folks, like yourself, will wander through here. And nothing beats a pleasant conversation, though my comrade Horatius has quite different opinions on that matter. Have you talked to him? Thinks every man, woman and child who steps foot in this place wants to rob it blind. If I so much as greet a townsperson with a hello instead of a state your purpose, he starts frothing on and on about godly duty and security breaches. Ah, ja. Das ist dann wohl Horatius. Keep your pleasantries to yourself. What are you doing inside this warehouse, snooping around? Erzähl If mir it's von euch. conversation you're looking for, I'd recommend my comrade Florius, or as I prefer to call him, Loose Lips McGee. As for myself, my job is to protect this warehouse, not chit-chat with intruders. That idiot man-child would sooner spend an hour chatting up a thief than a minute arresting him. I only hope he gets transferred out of this warehouse and straight to the perimeter. Let him rot off as zombies here instead of mine. Ah, even thinking of him turns one into a gabbing hen. Please, leave me be. Na schön. God, duty's not so bad, hey? Would be quite a bit better if I could do it in peace. Just me back again? Got any juicy Achso, das ist wieder der Typ. Okay. Okay, ein Lagerhaus. Es ist ein Lagerhaus. Gut. Halt mal, geht mal hier hin. Kommt mal hier hin.
Das ist ja ein sperrter Bereich innerhalb des Lagerhauses. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. Nonsense. Listen. She's purring, the darling. What fool would trust a two-bit love potion out of a back-page circular from youthful Gore? Ah, who better than a proven orc crusher to convince my dumbbell of a friend here that orcs are predators, not pets? Yeah. Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. Anyone can see that she's completely docile, but my prejudiced friend here still wants to kill her. Maybe before the Great Orc Raid we had time to indulge Ninius's idiotic obsessions. But now we're needed at our posts. I can hardly believe I've been wasting time protecting an orc when I should be running them through. Excuse my friend's violent outbursts. He hasn't enjoyed a woman's touch in quite some time now. It makes him a bit edgy. Your woman's touch is less of a loving caress and more of a claw shanked brutally through the throat. I'll take my chances as a bachelor, thanks. Oh man. My friend here and I were patrolling outside the city walls, when who did I see creeping along the shore but this lovely orcish lady? For a brief second, as long as eternity, we locked eyes. Perhaps confused by the butterflies in her stomach, she sprang up and began running, claws bared towards Marius. Fortunately for him, I had the presence of mind to ignore my sword and instead adroitly fling my pouch of trinkets towards her. A vial of love potion shattered over her head, and when she turned to face me, she became instantly enamored. I'm sure she must have been compelled to join the Orcish army under some kind of duress. A lady with such a sweetly savage manner would never willingly join up with those vicious marauders. Ha! I can assure you there wasn't a hint of sweetness in those murderous eyes when she lunged at my throat. She may be confined here for now, but who's telling when she'll escape and who she'll rip to shreds? Das mal zusammenzufassen, wir haben eine Orkfrau gesehen, die umhergeschlichen ist. Die wollte den Marius hier töten. Der andere hat der einen Liebestrank mit dem Kopf gehauen. Und die hat sich dann in den anderen hier entsprechend verliebt anscheinend. Oh Mann. You see? He'd believe it was noon at midnight if he read it on a printed pamphlet. Please tell me you can reason with him, or ditch reason and use your sword to shave him from his murderous darling. Eins, sie muss ins Jenseits befördert werden. Wenn dieser Liebestrank so unzuverlässig ist, wie er klingt, kann sie jederzeit zu ihrem brutalen Sinn kommen. 2, lasst sie am Leben. Wenn dieser Trunk wirklich nutzlos wäre, hätte er sie nicht verzaubert. In diesem fügsamen Zustand stellt sich vielleicht als wertvolle Information heraus. Kommandantin. In 3, 2, 1. She's got to be put down. If this love potion is as dodgy as it sounds, she could come to her vicious senses at any time. 1, einverstanden. Ich habe noch nie einen Ork getroffen, dem ich vertraut habe. Ob nun verzaubert oder nicht. 2, wozu sollte man dieser belagerten Stadt noch mehr Leid zufügen? Befragt sie und seht, was dabei herauskommt. In 3, 2, 1.
What's the point in causing more pain in this beleaguered city? Question her and see what comes of it. Wenn ihr das Einzige seid, was zwischen mir und der Beseitigung dieser Bedrohung steht, werdet ihr nicht lange stehen. Einschüchtern. 2. Ich habe einen ähnlichen Liebestrunk aus Jutul Gore bestellt. Wisst ihr? Da er ganz offensichtlich keine besondere Zuneigung für mich empfindet, können wir wohl davon ausgehen, dass die Werbung nicht hält, was sie verspricht. Schmeicheln. 3. Ihr müsst begreifen, dass wir diejenigen sind, die diese Orken zur Strecke bringen und die blutigen Folgen ausbaden müssen. Falls sie ausbricht und in der Stadt Amok läuft. Argumentieren. Na gut. Wir versuchen es mit eurer Weise. Auf eure Weise. In 3, 2, 1. All right, we'll do it your way. Bravo! I trust not only the potion, but my scaly You're going to regret this. We're all going to regret this. Wir werden es alle bereuen, ja, schon klar. So, Orken. Oh. Okay. Wir werden das alle bereuen. Ja, ja. Ich glaube auch. Mal gucken. Denn erstmal weiter in die Stadt rein. Wir müssen uns ja noch ein paar Sachen angucken und so, ne? Unter anderem, wo dieses Ratsmitglied wohl umgebracht wurde. Die vermeintlich Beschuldigte müssen wir uns auch mal greifen und anhören. Aber wir haben auf jeden Fall genug zu tun. Nicht erreichbar. Also was. Oh, was habt ihr auf dem Herz? Hunter, aren't you? They say you can talk to animals, but I, for one, won't be falling for such a tall Ich bin nochmal weg. Ja. Better to evacuate this place while there's still some left to save, I say. Go while the going's good. Aha. Okay. Honored to meet you. Wish I was a source hunter. Dangerous line of work, but it's a damn sight more glorious than being a legionnaire. Ja, du machst deinen Job. Und sorgst dafür, dass Leute sicher sind. Das ist doch eine gute Sache. Ständig beschweren sich alle immer nur. Ein Mähschaf? Ja. Na, wir wollen ja nicht dafür verantwortlich sein, wenn die Schafe hier abhauen. Da ist der Tatort. Wir machen mal eine 180-Grad-Wende. Und wollen erstmal hier. Das sieht zumindest nach einem Haus aus von jemandem, der sein könnte. Aber anscheinend nicht da ist.
Mal gucken. Lass mich raten, das ist auch zu. Leichenbestatter bzw. Leichenhaus. Okay. Aha, haha, haha. Antiker hölzerner Erdzauberstab. Okay. Verhaltenssysteme. Ihr sollt vom Eigentum anderer besser die Finger lassen. Die Besitzer werden ansonsten verärgert und ihre Sympathie euch gegenüber sinkt. Kann sogar sein, dass sie die Wachen rufen, wenn ihr es zu weit treibt. Ja? So, Gegner untersuchen. Platziert den Zeiger auf einem Gegner, drückt rechte Maustaste und wählt Untersuchen aus. Je höher eure Fähigkeit Lehrmeister ist, desto mehr erfahrt ihr über euer Ziel. Giftresistenz, Sympathie, Lebenspunkte, ja okay. War keine gute Idee, anscheinend das Ding zu plündern. Ups. Was? Ihr spinnt wohl. Aua. Ja, das war keine gute Idee. So, göttliches Licht. Regeneration erstmal auf dich selber. Nicht genügend Aktionspunkte, um die Waffen zu wechseln, okay. Immer einen kleinen Heiltrank noch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ja gut, bevor wir das hier weiter treiben, alle 5 Minuten sollte ein Autosave gemacht worden sein. Laden wir mal. Ist mir lieber, das macht mehr Sinn. Ich hab doch gar nichts getan, Mensch. What's all this rush? Ah, but you're so you were. There we are. Ja, ich geh das Gespräch schnell durch. Das hatten wir schon. Insofern einfach nur schnell durchklicken. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap? Oh. Ich gehe jetzt nicht mehr auf Plündertour. An dieser Stelle, also ich werde jetzt nicht nochmal alles leer plündern gehen. Und mit allen Babbeln und was weiß ich was.
Nur schnell rein hier und mal gucken. Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I borrowed one of these fish, would you? Borrow indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see that merchant repaid. Dass ich einen Katzenzauber treffe, als dass diese Händlerin ihr Geld zurückbekommt. Ja? Come now, I'll be good for it, I swear. 1, erzählt mir von euch. 2, seid ihr ein Dieb? 3, das könnte interessant werden. In 3, 2, 1. I never would have dreamt of resorting to petty theft during better times. But what choice have I got now? If it's steal or starve, I'll choose steal. Oh, my story's tired by now. I was happy enough, prosperous enough, before these lean times around Sicil began. Still, that doesn't waive a man's need to eat, you know. Das könnte interessant werden. Should I snag a fish? Eins, der Händler muss auch etwas essen, versteht ihr? Lasst den Fisch liegen. 2, jeder braucht dann und wann mal Hilfe. Nehmt den Fisch, außer uns wird das niemand mitbekommen. In 3, 2, 1. That merchant has to eat too, you know. Leave the fish alone. 1, ja, ihr kennt das als Sprichwort. Gebt einem Menschen einen Fisch und ihr ernährt ihn für einen Tag. Lehrt einen Menschen zu fischen und ihr ernährt ihn sein Leben lang. Dieser Mann sollte lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. 2, ich bin sicher, dass dieser kleine Fisch nicht für den Hungertod des Händlers verantwortlich sein wird. Er sollte den Fisch nehmen. In 3, 2, 1. Yes, you know what they say about giving a man a fish. This man should learn to stand on his own 2 feet. I suppose you've got a point. Another day, another rumbling belly. Fed a hungry man, you know. Ist halt einfach das Richtige. Quiet day on the market, it seems. Fischverkäufer? Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? I listened in while you were talking to that would-be thief. Thank you for preserving my stock. It's no wonder you source hunters are known for setting the place straight. Ich bin nochmal weg. Ich würde aber ganz gerne auch mal mit jemandem handeln. Oh, hello, love. Nice. Stimmt, geht ja so. Tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Weil das hier... Antike Lederrüstung. Oh, die ist besser. Die Unterhosen kannst du nehmen. Das behalte ich mal. Backe. Befehle. Was haben wir hier? 3 Pfeilschafte. Ja, okay. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. 34, ja? Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Red and orange, yellow and green, the finest veggies 34. fields ever seen. A good day to you. Du willst doch eine alte, getragene Unterhose haben, oder? So, hier können wir natürlich auch noch das Dach verdicken.
Rattenschwanz will sie bestimmt auch haben. Pfeilschäfte, bitte sehr. Join the Spud Club if you got an eye for farm potatoes. Ganzen Bücher und Zettel, weg damit. Reisearmschienen. Garderobe. Das da. Quiet day on the market, it seems. Moment. Verkauft man da auch einfach die Sachen, die man trägt? Weil nee, die müsste ich so noch haben, theoretisch. So, 28, ja? Mal sehen, ob sie 29 auch annehmen. Ah. 28 gegen 28. Guck mal kurz bei hier, wie sieht's aus? Sortieren nach okay, ja, können wir verticken anscheinend. Antike Kettenrüstung, oh, die ist besser. Minus 0,15 Bewegung. Für 2. Ah ja. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Gorman there. Okay, aussehen. Achso. Wir sollten auch Roderick anschauen. Mit dem Helm, mit dem Ding hier auf dem Kopf sieht einfach albern aus. So, na schön. Dann können wir nochmal mit da reden. Don't scuttle away before you've tried some of the Ja, ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Goldener Gral, ja. So, dann wollen wir uns noch ein bisschen mehr des Goldes holen. Juras des Quellenjägers. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Rauchgranat, Giftfläschchen. Die können weg. 206. Gut, dann nochmal 206. Oh, bin da mal weg. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Nach Typ sortieren. Walder. Hauptquartier der Legion. Ah. Okay, dann wollen wir mal jetzt. Gehen wir mal erstmal weiter. Halt, nee, wir gehen noch nicht weiter. Erzählt mir von euch. But a cartographer at heart. You might think there isn't enough work for one of my talents in a downtrodden city like Sicil, and you'd be quite right. I travel around Andervale, mastering my craft and finding new subjects to add to my litany of lovely portraits and complex maps. Like this rooster I'm working on now, and the landscape that surrounds him. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die der NSCs hier ihre Stimme einfach selbst zu gerne hören. Oh, was bist du für einer? Well, Pfeilmacher. what sort of arrows do you want?
Halt. Well, what Handeln sort of ist ja arrows do hier. you want? Freezing? Silver? Poison? Fähigkeitenbuch. Eine alte Stoffkappe. Ja. Wäre sogar tatsächlich besser. Etwas. Stoffarmschienen. +1 Taschendiebstahl. Aha. Was haben wir hier? 6 Ausrüsten. 2. Initiative +1. Luftresistenz. Bewegung plus. Oh, finde ich gut. Die gefällt mir. 320. Nee, wir brauchen nur 284. So. 312 für den Bogen. Was macht den so besonders? 200% Schaden, 3% Wahrscheinlichkeit. Für kritisch. Let's see. Halibut, AP-Kosten, selben Spezial. 10%ige Wahrscheinlichkeit für eine Runde den Status betäubt hervorzurufen. Das ist eigentlich geil. Any takers? Come on, you chickens! Wow. Aber die hat noch genug Geld. So, 312. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. Stopp, bin mal weg. So, dann wollen wir bei ihr. Das geht darüber. Zack. So. Geld kriegt man für sie. Die habe ich auch noch neu. Achso, das ist eine Brust. Watch the undead quiver in their moldy boots. Oh, okay. Toe of snake, wing of worm, brew and spice and storm. Okay, gefällt mir. I like it. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Dorf hier wirklich so groß ist. Fantastic! My word! My word! Your humble My word! Okay, hier ist anscheinend sowas wie eine Freiluftbühne oder sowas. Hedrick oder Godric? You there! Sit! Stay a while! Right in front. I'll excite you. I'll delight you. I'll beguile you. I'll besmile you. I'm Cedric the Sensational, and I'm playing to an empty audience. Don't pity me. No, sir. Just a few years ago, I was the all-singing, all-dancing, all-sensational darling of the town. People came from far and wide just to witness my amazing act. When Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? A talking head! Now, I never expected a silly gimmick like that to be my main competition. It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, and pure entertainment. This curio is ruining what used to be, and even when there's no crowd to speak of,
Old Reggie still has at least one fan calling bravo and hee-haw. Sure as the sun sets, that one devotee attracts 5 more, and those 5 more all curious about the commotion. I don't know how he inspires such loyalty with less talent contained between his hat and his boots than I've in my crusty handkerchief. Ah ja. Und das musste er uns jetzt in aller Haaresbreite ausbreiten. Und erklären. Okay. Ah, cruel fortune. Grausames Schicksal, ja? Irgendjemand hat hier ein grausames Schicksal. Ich will erstmal. Sorry, sir. You think that's funny, Private? Excellent. Let's keep it that way. Sir, Source Hunters here too? Well, if the Legion couldn't save this place, what are you gonna do? Okay. Die sind ein bisschen biased uns gegenüber, würde ich sagen. The face furious. Na, mal gucken. She bit me in the face. The ugly soldiers are the most ferocious. Sorry, sir. Und da geht's runter. Keine Ahnung, ob wir runter wollen, müssen, können. Rein. Erstmal ich gehe erstmal davon aus, dass der oben. Der Typ, mit dem wir reden wollen. Ach, das ist Aru. Source Hunter, welcome, welcome. Eins, wie wäre es, wenn ihr etwas von euch erzählen würdet, Aru? 2, lasst uns über Quellenjägergeschäfte reden. 3, ich habe ein paar Fragen über Cisial. 4, ich bin da mal weg. In 3, 2, 1. By all means. Of course. I hope your investigation fares well. I can but piece together what few morsels fell from the grapevine into a rather disappointing meal, I'm afraid. They say a woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room on the ground floor where she was soon joined by a man who had been nursing the same cup of wine for hours. I say man and woman because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure arrived, headed for the same room. Soon after, a terrible commotion erupted and the thundering light of magic was witnessed by the few remaining patrons. It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the mystery room. When finally he did, he found Jake there, dead. How and why he came to be there, no one knows. But I had a good look around the scene of the crime before the Legion barred anyone from entering. The traces of magic I felt were vile. Source, no doubt. I myself have none, even though the rest of the town has already mentally tried and convicted Jake's wife Esmeralda. Now, it may well be established that she is in fact the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought this murder case would be so very easily resolved, I wouldn't have sent for source hunters. I can't say much more, but that they're madmen, all the more dangerous to us because of their alliance with what should be a natural enemy. You won't see me teaming up with a terrier in a hurry. Eins, wie wäre es, wenn ihr mir etwas von euch erzählen würdet? Ja gut. Wir sind dann mal weg.
Hauptmann der Legion. What have we here, then? A so-called source hunter, eh? Well, look, do what you must in Sicil, but don't make waves and don't interfere with the Legion's affairs. You hear? Okay, der mag uns nicht. Das merken wir. I'm Captain Aureus, if you must know, leader of the Legion in Sicil. By which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my soldiers and turn them into drivelling hordes of their own misshapen number. Okay. Reden wir mal über die Ermordung. Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with you! Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. If Oh you Mann. must. Aber der Aureus ist ein wenig seltsam auf jeden Fall. So, wir gehen mal von oben nach unten durch, ne? Bravo! Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of Ahu's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. How am I enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Sicil stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind disperses the stench of decomposing corpses. I can't remember the last time I had a proper piece of steak, and by now I retch at the mere sight of sardines. So in conclusion, I am not enjoying Sicil. Okay, der ist sehr, was ist seine Meinung über die Orks am Strand? Würde mich mal I'd interessieren. say they are looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. Ao hat mir erzählt, er hätte den Verdacht, dass eine Sekte in Sicil ihr Unwesen treibt. Ja, das macht. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. We are the pride of Rivellon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some I could mention. No, we protect the civilized from the barbaric,
and we do so impeccably. Okay, also der Chef hier, der ist... Bias trifft's nicht mehr, nicht mal ansatzweise. I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage? Are you joking? I've been wrong. I'll be disfigured for life. Ah, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. The face, Virius. She bit me in the face. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Okay. Ugly will be the least of it. Komm mal hier hin. Well, hello there! Dann müssen wir wohl einmal rum. Bis hierhin. Dann gleich rein. Ah ja, das ist der Wachmann. Gut. Ein vernünftiges Wachhaus braucht natürlich auch einen Wachmann. Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor. But his one and only princess just the same. Oh, 1. Sprechen wir den Mord an eurem Mann. 2. Könnt ihr mehr über diesen Ort erzählen? In 3, 2, 1. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Well, what do you want to know? Can you tell this is the most ancient city in ENDE? That pagan statue jutting out from the harbour is thousands of years old, in fact. If an orcish cannon damages any of the ancient structures, there'll be hell to pay. I'm telling you, a necromancer must have been at work in Sicil. Perhaps still is. How else do you explain risen dead sprouting like mushrooms in a single night? And that's not even the worst of it. No, the worst is they keep coming back. An endless legion of the dead that even the legion of the living cannot subdue. She seems to be quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beach. Were that I had been there to partake in the battle. But my duties lie here, sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her, even though she is, until proven guilty, wholly innocent. I am Septimus, 7th son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned to Sicile from day 1. Alas, both of them have long since fallen in battle against the dead. But never shall I lose heart. Long as a single legionnaire stands, all of us remain undefeated in the eyes of the gods. Yeah. So fair a lady I have seldom seen in all of Rivellon, my friend. And I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, her presumed guilt is a fallacy, and indeed a fabrication. Steadfast will I guard her,
Never will I waver unless absolute proof of her culpability should be brought before me. And I hold no such proof exists. Okay. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of Seven couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery, is heartrending. And what questions are those? The Sicilians used to say this was a chosen place, favored by the higher powers. But they don't talk like that much these days. Hard to feel favored with such horrors haunting every border, I imagine. Don't even mention those rotten carcasses to me. They're the reason we've been stuck in this dead-end town for nigh on 2 bloody years. All fun and games in the beginning, but just you lose a couple of friends fighting those fiends. Get used to lousy rations and have but drink and dice for entertainment. And you'll soon come to realize that out of hundreds of cohorts the world round, yours drew the short straw. Okay. Zumindest erstmal interessant. Oh, dann wollen wir uns mal den Tatort ansehen. Ich bin gespannt. Wir müssen hier lang weiter, glaube ich. Oder auch nicht. Kommt mal doch hier hin. Irgendwie muss man da noch reinkommen. You there! A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero the whole of Sicile is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. A delight. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot so I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Ah ja. 1, und wer seid ihr? 2, was die Gelegenheit angeht, die erwähnte. 3, macht euch keine Sorgen über die Untoten. Macht ihr euch keine Sorgen über die Untoten, die hier herumstreuen? In 1, 3, 2, 1. Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has first been broken? I saved lives, to be sure, but today I change them. Aha. Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. To become the full extent of the promise that is locked inside of each and every one of us. So first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? 1, aber natürlich. Wie könnte jemand mit meinem Beruf anders darüber denken? 2, ich bin hier, um meine Pflicht zu tun. Und die hat nichts mit Abenteuern zu tun. Allgemein. In 3, 2, 1. Of course I do. How could someone in my profession not? 1, das stimmt. Wir leben für das Abenteuer. 2, einige können das nicht, weil sie Profis sind. Und keine abenteuerlustigen Tagträume.
In 3, 2, 1. Some could not, because they are professionals, not adventuring daydreamers. Clearly, two strong personalities stand before me. Two who voice their opinions with vigor when they differ. What else could I expect from mighty source hunters? Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Now, between you and me, tell me truthfully, don't you sometimes wish you could earn more? 1. Ich kann nicht behaupten, dass dem nicht so ist. 2. Reichtum interessiert mich eigentlich nicht besonders. In 3, 2, 1. Well, I can't say that I haven't. 1. Ja, ein wenig Gold nebenbei ist immer willkommen. 2. Und ich kann nicht behaupten, dass dem so ist. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. In 3, 2, 1. Yes, some extra gold is always... Indeed. Indeed, gold is always welcome. And among the fabulous 5, gold flows as freely as water does to the sea. Ah, ja. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that, and at the end of the day, what do you have to show for it? Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your own boss? 1. Lieber führen als folgen, das ist wahr. 2. Es ist keine Schande, Anweisungen zu befolgen, wenn der Dienstherr das Vertrauen verdient. In 3, 2, 1. There is no shame in following directives if your masters are worthy of your trust. Mit dieser Einstellung werdet ihr immer ein Knecht bleiben. Das ist genau das, was die vertrauenswürdigen Dienstherren wollen. 2, das stimmt wohl. Wir dienen einer gerechten Sache. Aber warum sollten wir unseren Befehlen nicht folgen? In 3, 2, 1. True enough. We serve a just cause. Come now. I refuse to believe such a uniquely skilled individual would settle for a puppet's role. Life's too short to spend it doing someone else's bidding. Am I right? Of course I am. And I could help you attain the dream. Enact the change you deserve. Aber zu zweit macht das Spiel bestimmt Spaß, so wenn... That is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab. So that I could meet you and tell you about the marvel that is the Fabulous 5. The invitation to join is yours. Grab it. Ah, the Fabulous 5. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers' guild in Riverlong. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so. To realize our dreams and cleanse our souls. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. But if not, how about we get started? What a gem of a question. Straight as an arrow, sharp as a switchblade. Most meritorious of you. Bla bla. Now,
To join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. I shall be the one to give you your first contracts, and once the job is done, I shall see to it you get your fair share of the reward. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five and thereby draw new knights into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. Isn't that wonderful? By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another, cheer one another, see each other through thick and thin, partake in glory and defeat. Work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Rivellon. You will make the stars shine all the brighter, and you'll get fabulously wealthy in the process. What's not to like? Dann wollen wir uns mal einschreiben, oder? Of course, of course, of course. All you need to do is sign this waiver, and just like that, snap! You're part of the family. All I need is your lovely little autograph. What do you say? Eins, in eine Gilde eintreten, die Welt verbessern, jede Menge Geld verdienen. Ja, ich bin dabei. 2, die Sache mit den fantastischen 5 klingt zu schön, um wahr zu sein. Ich passe. In 3, 2, 1. Join a guild, better the world, earn a lot of gold. Yes, count me in. 1, ich auch. Mögen all die Reichtümer der Welt unser sein. 2, ihr fallt auf diese törichten Trägereien. Seid ihr naiv. In 3, 2, 1. And me. May all the riches in the world be... Marvelous. Magnificent. Oh, but what am I saying? Fabulous is the word. You may not realize it yet, but your fortunes, your very life is about to change for the better. So let us not dilly-dally. To business. Your first assignment is ready and waiting if you're ready and willing. Oh, it's a pretty straightforward task, this one. Now, in this town dwells a wizard. Ahu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. Favors reason over faith and all that. Not Fabulous Five material, him. His experimental weapons may keep a couple of skeletons away from the city, but many of his other researches failed, malfunctioned with tragic consequences. One of them was a big lumbering apparatus, a frightful automaton shaped like a giant made of steel. It was supposed to crush the undead by the dozens, piloted as it was by a trained legionnaire. But you can guess what happened. Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Now ask yourself, what if it comes back? It could smash the city walls and claim 100 lives before being subdued. Luckily, there are those in this world who belong to the Fabulous Five. The braves who eat such monstrosities for breakfast. Go, my friend. Find this wizard's abomination and claim your just reward from Mayor Cecil in the name of our hallowed guild. Easy money. Okay, They call the undead a problem, my friend, but those who know the ways of the Fabulous Five see no problems. They see opportunities.
An enterprising spirit can wrench riches from cold dead rocks. Or from cold dead. Okay. So you're just hanging around the inn, aren't you? A source hunter? I'd like to report some dark magic. Only tainted hearts could tip as miserably as this lot. Geben soll schlecht. Ah ja. Been at the King Crab nearly 10 years now, personally. Seen every character you can imagine, from bums to wizards, passed through these doors for a pint and a place to rest. I think I'm one of the last folks to hear him alive. That awful scream has been ringing in my ears ever since. And with the room where it all happened still under quarantine, we've a constant reminder of exactly what happened. Though that's the question, isn't it? What exactly did happen? We all thought it was Esmeralda who checked into that room, and the Duke that followed her in. I was washing up and nudging the last of the lushes out of the door when a cloaked woman rushed in right past me. I never got a good look at her, damn my eyes, but I figured the way she disappeared that she was visiting one of the lodgers. Your head's growing more swollen. Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back when the terrible deed took place and saw nothing more. I'm not proud to say I ducked under the counter and damn well stayed there till I heard Ivad fling that door open, but I was paralyzed with fright. A source hunter? I'd like to Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit approval. Not exactly the friendliest bloke, the Captain, is he? Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz through the town's finest magical murder scene. Enjoy. Ah, das ist aber auch ein Sonnenschein. So. Oh. Wir wurden irgendwohin teleportiert. What? What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone. Somehow it sends us flying into the stars. Terrible, terrible, terrible! It will consume us all! Okay, wer bist du? The quill that lasts a billion words. What's this? 2 Rivalonians here? At the end of space and time? How very, very, very curious. Das ist, Hallo Dobby oder so? Eins, wer seid ihr? Und wie seid ihr hierher gekommen? 2, das Ende von Raum und Zeit. Seid ihr des Wahnsinns? 3, wir wurden urplötzlich und geheimnisvollerweise hierher versetzt. Wisst ihr wie oder warum? Aber die Bücherstapel da sehen mal gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob du da so sicher bist. Es muss nur mal wünscht, egal. Jedenfalls in 3, 2, 1. Oh yes, 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 yes. Proper introductions. Zigzags the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. Ah ja. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though, that's a rather more interesting question.
die ganzen NSCs, die was zu sagen haben, lieben sich wirklich zu reden. Lieben es wirklich, sich selbst reden zu hören. On such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. Wieso Schrumpf? Ah, at last a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your heart into your stomach and your pulse a-flutter, it should have. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. 1. Wie kann die Zeit ein Ende haben? 2. Raus mit der Sprache, Herr Im. Was genau ist hier geschehen? In 3, 2, 1. Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. You know, I think that imp may be quite mad. Then we... Oh ja, was gar Schauriges kommt auf uns zu. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... The portal has become active. Fantastic. Astounding. Onward we should go. Aha. The portal! It's quite sprung to life, just like the long dormant flames that decorate this observatory. After all my waiting and hoping, could it be? You, dear stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end itself to move further away. Aha. Those torches, a light! This portal active once more. It cannot be coincidence. 1. Können wir zuerst darüber reden, was wir gerade durch euer Teleskop gesehen haben? 2. Ich glaube, wir sind irgendwie verbunden mit diesem Ort. 3. Was liegt jenseits dieses Portals? In 3, 2, 1. Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. Ah, ja. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. Okay. It's not that I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Aha. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. Ah, though I cannot say for certain, if it is what I believe, then our prayers might well be answered. In fact, every last question that ever plagued your noggin might well be answered,
for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. Dann auch durch das Portal. Oh, what wonders we may find on the other side. Oh Mann. Gut, der Ort scheint wieder zu wachsen oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. You first, but don't dilly-dally. And he's off. It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Ein Partylöwe? Das ist aber kein Partylöwe, das ist ein Schwein. Ah, inaktive Portale. Aha. Eine ganze Menge inaktive Portale. Was haben wir hier oben? Oh, hier ist kein inaktives Portal. Okay. Im ersten Garten. Ja. Okay. Keine Ahnung und davon jede Menge. Da haben wir auch nochmal inaktive Portale. 3 Stück. Okay. Noch mehr inaktive Portale. Ich will aber erstmal noch... Okay, da ist das wieder. Ach so, inaktive Portale. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird sowas wie unser nächstes Zuhause. Kann mich auch irren, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Inaktive Portale, jede Menge. Leberin der Zeit, ah ja. I am the last chest, the last chest, the last chest! If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it! Find my 4 sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open me! Okay, Moment. Findet ihr meine 4 Schwestern? Nicht mehr als eine in jedem der 4 Reiche eurer weiten Welt. Okay. Rauchgranate. Ja, okay. Could it be, milady? The weaver of time? Mother of history? Author of all that has ever been? Okay, aber die Voice Actor, die haben hier definitiv viel Geld verdient. Sir Imp, as surely as you are he who chronicles all that I weave. Jawohl, Herr Imp, Astounding! Unbelievable! I have so many questions for you, so much to ask, so much to say. You have brought guests, I see. Strange. Very strange guests.
My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? Surely you must know. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? Falls ihr wirklich die Weberin der Zeit seid, müsst ihr die Antwort darauf schon kennen, denke ich. 2. Es war ein Stein. Ein seltsamer Stein hat uns von dort, wo wir in Rivellon standen, an diesen Ort in Stern teleportiert. In 3, 2, 1. If any other being in Rivellon asked me about the details of their comings and goings, I could describe them down to the minutest of details. But you are different. Of you, I see nothing. I know nothing. So please, do tell me, how did you arrive here? Ja, also normalerweise sieht die Weberin der Zeit alles. Von uns sieht sie aber nichts. Interessant. A stone. So. It was a stone that caused the great shock of energy that brought you here, and it infused you with new life as well. Is that so? Und er hat euch auch ein neues Leben eingehaucht. Stimmt das? 1. Ja, das ist, was gerade passiert ist. Habt ihr so etwas schon einmal erlebt? Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Hat sie noch nie erlebt? Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. Okay. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. Ah ja. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone. Source hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how, I cannot say, but I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret, a secret lost even to me. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Mysteries of all time, gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. Wenn diese Steine die Geschichte heilen können, müssen wir sie finden. 2. Wir sind Quellenjäger aus Rivellon. Wir sind auf einer Mission, in der es nicht um die Suche nach Zaubersteinen geht. In 3, 2, 1.
Indeed you must, though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty gems. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the Void's insatiable hunger. Aber ich hätte nicht That gedacht... shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the Void. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so umspannend sein kann, das Abenteuer, um das geht. Quasi die Hauptgeschichte. Das Reparieren der Zeit selber. Das klingt für mich so erstmal ein wenig in Richtung Harry Pratchett. Statt, aber auch das ist hier so durchaus möglich. Warum nicht? Please, our most mysterious guest, are you ready? Are you willing? Will you hunt out the stones? Will you help us restore what has been lost? Ende. I got something for you. Not a moment ago, we were hunting source in Rivellon. And now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? Was wir davon halten, okay. Eins, gleich was Sixern und die Weberin sagen. Ich brauche mehr Beweise, bevor ich diese wilde Geschichte glaube. 2, wir können unsere Reaktionen auf den Sternstein nicht ignorieren. Auch wenn es verrückt erscheint, muss an dem Ganzen etwas dran sein. In 3, 2, 1. Say what Zigzax and the Weaver will. I need more evidence before I'll buy into this wild tale. 1, das mag zwar unwahrscheinlich klingen, aber nichts ist wirklich unmöglich. Wenn die Weberin die Wahrheit sagt, steht uns noch eine Menge Arbeit bevor. 2, ganz genau. Zum Glück sind wir zumindest noch in der Lage, vernünftig nachzudenken. Es sieht ganz so aus, als ob wir unter allen Verrückten die einzigen sind, die das noch können. In 3, 2, 1. No matter how improbable, anything is possible. If So, what do you think? Romantisch und pragmatisch plus 1, okay? So, und jetzt? The glint in your gaze and the set of your brow suggest to me that you've not given up on our dear old ring. No, with you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in no time. We'll find out just who you are and how exactly to send the Void back to wherever it came from. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead, won't you? Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. Just, don't go sharing it around. Never know who we can trust these days. Off you go then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. 1, die Weberin der Zeit hat gemeint, dass sie
dadurch, dass wir Sternsteine finden, wieder am Bilderteppich der Zeit leben kann. Wie ist das möglich? 2, ich habe einen Fragen an euch. 3, ich bin da mal weg. In 3, 2, 1. Cross my heart, hope to fade in the void. I honestly don't know. But ask like the imp said. Wir haben Fragen. Shoot. 1, wenn ich schon nach Sternstein suchen soll, dann wüsste ich gern, wo ich anfangen soll. 2, ich verstehe immer noch nicht, wie Sternstein und der Drache der Lehre zusammenhängen. 3, ihr sagt, ihr seid der Imp-Historiker. Doch scheint ihr mehr zu sein als ein einfacher Imp. Und mehr als ein einfacher Historiker. 4, kommt ihr euch als der einzige Chronist der Zeit nicht irgendwie einsam vor? In 3, 2, 1. Wouldn't it just? Would that I had a Starstone sightseeing guide, but alas, such a booklet does not exist. Just like yourselves, Starstones are curiously absent from history, both in my writings and on the tapestry of time. Ah, ja. From what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ended long ago. The stones are therefore most likely to be found in the ancient places of this world. Ruins, caves, the lairs of long-forgotten evils. Those are the dens you should frequent. 2 more pieces of advice. Don't go unarmed, and consult with my agent. Lonesome, observing the frontier of creation, surfing the vibrant tide of the eons, always approaching yet never reaching shore. Lonesome, being privy to all that has been and all that is. Well, yes, actually. I don't mean to complain, but one certainly doesn't mind a bit of company now and then. Perhaps you can imagine the profound pleasure it is to have made the Weaver's acquaintance after all these years. I can hardly wait to pick her brain about the great battle of the sons of Sigurd. The last Rivellonian who remembers it died more than 7,000 years ago. Und wieder kann ich sagen, die Leute, die NSCs, die hier sprechen, hören sich gerne selbst reden. Die ganze Zeit. Neither do I, but the mere fact that activated Starstone has set the Weaver of Time weaving again more than implies that it and the Void Dragon are natural enemies. This in turn more than implies that you are the Void's natural enemy, for it is you who is setting new events in motion. You who is handing the Weaver new threads. And that which she is weaving is more than an ornament to decorate the shelter plane. It is both history and future history. It is, we may not understand the how yet, but our aim is clear. We shall save creation from the grip of the Void. Now, isn't that a lovely mission? Eine wunderbare Mission, ja, stimmt schon. Oh, I don't know if I'm more than those things per se, but having been given a divine mission does have its perks. Old age can't touch me, that's one. Immortality is mine as long as no one skewers me with a sword. And even then, I'll be back in a jiffy. But of course, I have a price to pay for something that is priceless. It is my duty to record all of history, and an arduous task that is. Not to mention how much. So, gather those starstones so that we may know the history that was lost.
No, so that we must not repeat what leads us to this dangerous precipice, but do better and close the dark eye of the void forever. Before you go, Source Hunter, a final word. Once you return to Rivellon, there will be someone waiting for you. My agent, my eyes and ears upon your world. I hope he'll be able to help you as much as he can. Okay. Caesars hat euch das Geheimnis der Reisen über Wegpunkte verraten. Nutzt die Schaltfläche Spaltreise und zum jedem Wegpunktschein zu gelangen, den ihr bisher entdeckt habt. Could I get your autograph? Ja. It shall be my pleasure, Sir Imp. I'll embroider it in the first volume of your all-encompassing chronicles. How welcome you are upon this realm, Amo. Ja, okay. Mal sehen, ob ich recht habe mit meiner Vermutung. Aber erstmal wieder hierhin zurück. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you can come to no harm. Wenn ihr durch die Welt... Okay. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand. Starstone. Lasst uns das tun. Würden nur zu gerne hören, was uns Zigzags Agenten raten mag. Agent raten mag. 2. Unsere eigentliche Aufgabe ist es, den Mord an Ratsmitglied Jake aufzuklären. In 3. 2. 1. So it is, and so it should continue to be. For I suspect his foul murder and the plight of dying time are somehow interconnected. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. Okay. Der Ratsherr war ein Sammler dieser Steine. Okay. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, I snuck into his house and had a look around. The advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. Ah, yeah. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word, safety. Ah, yeah. But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon home. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance,
save it all too seldomly. Eins, ich frage mich, schenkt in Worten von Zigzags wirklich Glauben? Zweit, Lehre, das drohende Ende. 2, wie wurdet ihr zu Zigzags Agenten? In 3, 2, 1. I met him first, a long time ago, out in the wastes of Youthful Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert, then shared what little food and water he had with him. So I told him who I was and showed him my human form. He laughed and marveled and told me stories about his travels. In the end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. I was awed and frightened, but swore to help him in any way I could. As of now, that includes helping the two of you. Okay, dann machen wir jetzt die Let 1. me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. It is void. It is death. It is nothing. I'll not pretend to have all the answers, all that I understand, all that is happening here and out there among the stars, but I do know I'd rather err on the side of caution. Okay. If Zigzags worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has reclined among the divines as nonchalantly as you and I lays beside the hearths of home. Oh, before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed that Zigzags asked me to give to you. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Ah ja. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, do stop to say hello. Okay. Teleportpyramiden. Ihr habt gerade eine Teleportpyramide erhalten. Pyramiden wie diese haben stets ein Gegenstück, mit dem ihr euch teleportieren könnt. Offenbar öffnet euer Inventar und benutzt die Pyramide, um euch zu ihrem Gegenstück zu teleportieren. Erstmal noch nicht. Wenn ich ehrlich bin, will ich erstmal noch mal ins Gasthaus. Excellent. Ups, wir sind ein bisschen weit. Kommt mal dahin. Not in the mood for cheese. No excuses. Not to my matches when I linger over long while lighting my pipe. Oh, careful now. Na schön. Gemälde einer Frau.
Verschlossen. Kann ich nicht packen. Einwand. Gemälde eines Hahns. Aha. Looking good. Das ist interessant. Alistair, have you ever had the fortune of challenging the fabled wizard of Hunter's Cave? Okay, das ist also sein Keller. Verschlossen. Na schön. Dann will ich jetzt mal die hier verwenden. Oh my gods! What is going on here? First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? Überzeugt diesen Charakter, indem ihr ihm schmeichelt, ihn einschüchtert oder mit ihm argumentiert. Wenn eure Wahrnehmung hoch genug ist, könnt ihr in Klammern sehen, welche Antwort euch den höchsten Bonus gewinnt. So, bei den Göttern, was ist hier los? Zuerst muss ich einen herumschleichenden weißen Vater verscheuchen und nun steht euch ein willkommener Fremder in meinem... steht ein vollkommen Fremder in meinem Badezimmer. Aus hier. Okay. 1. Ich schwöre, dass ich die Kreatur umbringen werde, die mich hierher geschickt hat. Ich werde diesen Fetzen reißen. Zusammen mit allen anderen, die Zeuge dieses kleinen Scherzes geworden sind. Einschüchtern. Hier ist wohl etwas ein wenig schief gelaufen. Da kann ich morgen eine Geschichte zum Besten geben. Schmeicheln. 3. Entschuldigt, meine Dame. Ich bin mit einer magischen Pyramide gereist und wusste nicht, wo ich landen würde. Das ist interessant, mit was die Baden geht. In 3, 2, 1. A magical pyramid, eh? Frivolous and lecherous magic, more like. Leave my house, afore the divines punish you for your aberrant ways. Was steht da? Out! Now, if you please! This room is Gebt sie gebt beide euren Gruppenmitgliedern oder legt sie an Orten auf den Boden. Go! Away with you! What are you still doing here? Begone! Out
If you please. This room is private. Striking it rich! Don't just stand there. Go! Away with you! That's enough of that now! Okay, sie sagt uns die ganze Zeit, ich soll raus. So, und wenn ich raus... Okay, dann soll ich wohl hier raus. Okay. Rathaus-Badezimmer, gut. Esmeraldas Laden, Esmeralda. Okay, das wird immer, in meinen Augen wird es immer unwahrscheinlicher, dass Esmeralda damit was zu tun hat. Ihres Fertigkeitenbuch der Luft, okay. Oh, you can speak that way to her. Well, suffice to say it, I've got my eye on you, Baron. Gibt es vielleicht irgendwo eine... sowas wie ein Journal oder sowas? Stichpunkte, Optionen, Hauptmenü. Ja, wir können mal wieder speichern, das macht Sinn. Careful now. Your head's growing more swollen than saffrons, I dare say. Support-Pyramide. Diesen Speichermenü Tagebuch. Reise der Quellenjäger. Mysteriöser Mord. Fantastische 5. Ja. Lieber nach Hinweisen suchen, die eine Verbindung hier und im Buch des Irrmanns herstellen können. Okay. Aha. Ah, er erzählte inhaltvollen Höhle weitere Orks. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Nimm mal an, das bin Norden. Ja. Das hier weg. Will mal hier den Strand abgehen. Ich hier raus. Wäre ganz gut, wenn man irgendwie mit einem Doppelklick schnell irgendwo sein könnte. Aber gerade was das Laufen angeht, so in der normalen Welt, aber das ist wohl hier nicht so. Bisschen schade. Halt! These gates are to remain closed at all times. Captain's orders. Well, I'll be a little red imp's uncle, the Source Hunter. Sorry for the gruff treatment. I didn't recognize you right away. Please tell me, how can I aid the investigation? Zivilisten dürfen sich also nicht außerhalb des Tores aufhalten. 2, öffne das Tor, bitte. In 3, 2, 1. You can see security's tighter than ever around here since that surprise attack the Orcs put on a fortnight ago. They did enough damage to shake up Ahu and Captain Aureus something fierce. We can only hope to hold back the undead and these left-field Orc attacks long enough for reinforcements to arrive. I don't think you're quite ready to head out into the wilds to me. Also, a party of 1 or 2 runs the risk of being outflanked and outnumbered. I'll bring some backup if I were you. Of course, the choice is yours, but are you sure you want to venture out?
I certainly hope you know what you're... Ja, wir wissen, was wir tun. Mal sehen. Gefahr droht. Achtung, dieser Bereich ist für Spieler einer höheren Stufe vorgesehen. Seid auf der Hut oder kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Für höhere Level. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Höhere Level. Ja. Skandal. Kommen wir erstmal. Der Plan ist eigentlich... Oh, ich kann Kartenmarkierung setzen. Oh, wir wollen weiter nach Norden erst. Kommen wir erstmal ein bisschen. Andererseits, wir haben noch nicht mal die Höhle komplett, die Stadt komplett erkundet, also... Da will ich lang. Das regnet auch. Cool. Und es wird dunkel und... Ja. Geheimnisse, Dialoge. Excellent. Let's keep it that way. Diesmal. Treffer mit 15. Oh, das Vieh hat ganz schön viele Lebenspunkte. Da kommt noch mehr. Aua. Feeling trapped. Silence awaits. Aua. Ja. Schriftvolle Forstavatar, Generation, Stoffhandschuh, Gnade, Totschläger. Okay. Heil dich mal.
11 Rüstung. Oh ja. Besser. Rüstung 24. (20) 36. Uiui. Ah. Feuer! Verfehlt, schade. Attacke! Okay. Oh. Ganz schön viele Zombies. Und die Zombies heilen sich gegenseitig. Okay. Ganz schön viele Untote. Ja, sie sind warm. Und ich darf selbst nicht handeln? Mit Roderick? Bis jetzt hat nur die gehandelt. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen hier, den Kampf. Ja, so können wir zumindest mal sehen, was passiert, wenn man tot ist. The Seven call me home. Ja, okay, Spiel laden. Laden. Jo. Glücklicherweise sind hier die Ladezeit nicht ganz so lange wie bei Baldur's Gate 3. What a deluge! Excellent. Let's keep it that way. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Many legionnaires did so before you. Very few have returned. Ahu's invention, the stasis blaster. Quite a sight, no? The ray can singe a zombie or skeleton to ash in a matter of seconds. These days, we legionnaires hold a lottery to see who gets to man the things. You can bet it's no small amount easier to blast those flesh-eating monstrosities from a distance than to get within striking range. Don't ask me how the blaster works, though. I just make sure the thing's hitting... Okay, Balliste. Okay, den Kampf können wir noch mal machen.
Ja. You don't have a leg to stand on. Angreifen kostet 4 AP. Okay. Au. Verklickt. Klick auf das und die läuft. Was? Finde ich ja mal voll unfair, dass da die fallen. Ja, aua, 40 auf ihr. Aua, aua. Celestial glow. I feel like I've just had a long bath in a cold lake. On the men! Face the unending darkness. So. Ja. Oh, komm. Los. I needed that. Demon's breath! I've been paralyzed. Wie oft da... Hallo? Der handelt einfach viermal hintereinander, 5-mal hintereinander, 6-mal. Und ich darf nicht agieren, oder was? Ach, halt die Klappe. Doch nicht. Obwohl, vielleicht schon. Ja. Ist zu weit weg. Shield me! I am powerless to protect myself. A little help here! Ah ja. Weiß nicht, warum der... beim ersten Mal ging der Kampf wesentlich einfacher. Naja, mal gucken. Kriegen wir hin. Excellent. Let's keep it that way.
lassen wir den mal rankommen. So, allgemein lassen wir den mal ein bisschen rankommen. Warum ist der wieder fast voll? Der war fast tot schon. Mist! Oh, na schön. Och Mann. Aber das Spiel ist manchmal ein wenig unforgiving. Okay, der heilt sich. Wherever you go, well, there I am. Ja. Ja, das sieht doch schon besser aus. Wenn der jetzt nicht auch irgendwie plötzlich 10-mal hintereinander angreifen darf. Ohne dass wir zwischendurch mal handeln können. Ah. Meet your demand! Stoffschuhe, das da, das da. Das da. Halt mich mal erstmal nördlich auf. Mal sehen, was wir hier noch so haben. Und vor allen Dingen nochmal speichern. Zack, einmal löschen. Und speichern. Comrades, we are all exalted above all others. Okay. Haben wir das Fläschchen, ja, okay. Stärker als ihr, es wird wäre ratsam zu.
2 davon. Du bleibst mal erstmal hier. Hier sind 3 solcher Viecher. We must focus. May the seven keep you. Für AP-Kosten. They fall. I like. Und oh, dann wollen wir mal Wärme in die Richtung schicken. It's heating up. May the seven keep you. Warum ist der schon wieder dran? No glory in this death. Rest in peace. I'm fading. Fast. Rest in peace, darling. Auf sich selber. May the seven keep you. Ey. Hallo? Ich finde es immer noch seltsam mit der Handlungsreihenfolge. Ich verstehe sie einfach nicht. I needed that. May the seven keep you. Ja, das waren Erfahrungen. Das war voller die Waldfee. Rest in peace,
Into the fray once more. So, dann haben wir Schloss Knacken. Schloss Knacken bestimmt, welchen Schwierigkeitsgrad von Schlössern ihr knacken und wie schnell ihr Schlösser knacken könnt. Okay, ja, will ich auf jeden Fall können. Schlösser knacken mit Scarlet, warum nicht? So, wir dürfen auswählen. Abgefahren, erhöht die Reichweite von Zaubern und Schriftrollen 2 Meter. Ausreißer. Erlaubt es euch, aus einem Kampf zu fliehen, selbst wenn Feinde direkt neben euch stehen. Okay. Besserwisser. Verringert bei allen, wie viel Sympathie sie für euch haben, um 20. Aber verleiht euch einen extra Punkt bei Intelligenz. Rest in peace, darling. Blutsauger heilt euch, wenn ihr im Blut steht. Dickes Haar. Gibt euch zusätzlich Rüstung in Höhe eurer Frontkämpferfertigkeit plus 5. Einsamer Wolf. Ein Charakter mit einsamer Wolf reduziert die mögliche Anzahl der Begleiter der Gruppe um 1. Erhält jedoch einen Bonus von 70% auf den Grundwert seiner Lebenskraft. Ein Bonus von... Okay. Elementare Affinität verringert die Aktionspunktekosten von Zaubern um 1, wenn ihr auf einer Fläche des... Okay, ja. 5-Sterne-Koch. 5-Sterne-Koch verdoppelt die Wirkung von Nahrung. Gestank verringert bei allen, wie viel Sympathie sie für euch haben, um 25%. Aber Nahkampfgegner greifen euch seltener an. Ah ja. Hinterhältig. Hinterhältig erlaubt es einem Charakter, eine hinterhältige Attacke mit Dolchen, Messern, Scheibendolchen und Rapieren durchzuführen. Okay. Opportunist verleiht euch die Fähigkeit, Gelegenheitsangriffe durchzuführen. Packesel verdoppelt das Gewicht, das ihr tragen könnt. Heilwiedergewinnung, ist klar, glaube ich. Politiker verleiht euch 2 Bonuspunkte bei Charisma. Aber ihr verliert einen Intelligenzpunkt. 2 Punkte Charisma, minus 1 Intelligenz. Oh Mann. Die armen Politiker. Schläger gewährt euch bei nicht magischen Angriffen 50% zusätzlichen Schaden. Gegen Gegner mit Statuseffekte niedergeschlagen, verlangsamt oder verkrüppelt. Staubschleuder erhöht eure Wurfreichweite von Granaten. Tapfer gewährt euch Immunität gegenüber Furcht, aber ihr könnt nicht mehr aus Kämpfen fliehen. Okay. Tierfreund befähigt euch, mit Tieren zu sprechen. Verleiht euch einen Wahrnehmungsbonus von plus 2 beim Erkennen von Fallen. Das macht Sinn in meinen Augen. So, vorsichtig. Was nicht umbringt, verringert die Dauer von Statuseffekten. Wissenschaftler verleiht euch einen Bonuspunkt bei Schmieden und einen bei Herstellung. Wunderkind verleiht euch 2 Fertigkeitspunkte zusätzlich zum Verteilen. Achso, Fertigkeitspunkte. Ja. So, bei ihr. Handwerk. Schmieden um 1 erhöhen.
Und dann wollen wir noch Verteidigung, Fähigkeiten, Frontkämpfer. Will ich erhöhen? Darf ich nicht? May the seven keep you. Okay, Herstellung, Telekinese, Lehrmeister. So, dann machen wir das. Ergibt für mich Sinn. Darling. Let the blood of your enemies be your motivation! Ja, komm. Halt euch mal hoch. Wenn das der einzige Weg ist, sich zu heilen, dann ist das Into the so. fray once more. Oh nein, ich weiß, dass es nicht der einzige Weg ist. I needed that. Okay, dann haben wir jetzt zumindest das einmal. Esmeralda, Esmeraldas Laden. Die beiden wollen miteinander reden. Everything we do seems to fortify your abilities. All unsere Taten scheinen eure Fähigkeiten zu stärken. Eins, es reicht schon aus, wenn ich die gesamte Mannschaft alleine auf meinen Schultern trage. 2, euer Vorbild hat mich zu neuen Höhen beflügelt. Ich bin mir niemals... die ich mir niemals erträumt hätte, okay? In 3, 2, 1... I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. Eins, niemandem ist geholfen, wenn ihr mich mit leeren Schmeicheleien belästigt. 2, diese Inspiration ist nicht nur einseitig, mein Freund. There's no experience to... Yep. Okay. Gehen wir mal erstmal wieder in die Stadt. Beyond these walls, the dead roam free, Hunter. Drink and gamble, that's all we do around here. Ah, ist ja... Come on with the dramatics, it's not as bad as all that. The face furious. She bit So, me in the also face. das Einzige, wo wir jetzt noch in einer Weise erstmal was machen können, ist Esmeralda, wie es aussieht. Chicken! Blasted poultry. I wish for you to try it, Screech woman. The beast speaks. Hey, Tull, I think that was an insult.
uns mal bei Esmeralda ein wenig. Mal. Ich sehe halt momentan keine Möglichkeit, noch irgendwas anderes zu machen erst. Im Raum finden wir keine weiteren Hinweise. Da waren wir schon. The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Ich nehme mal nur das, was jetzt neu ist. Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. So, wer seid ihr, brauchen wir nicht. Well, what do you want to know? Listen, if you're going to accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. Well, what do you want to know? Also wirklich umschauen darf ich mich hier aber auch nicht. Gemälde eines Mannes. Stinkende Unterhose. Na, das wollte ich jetzt unbedingt wissen. Fortune! Sternkiesel. Ja. Okay, zusammengelegte Hemden. Gut, hier ist nicht End. So, Fischdieb, Orkkampf, der Fischdieb. Den Fischdieb haben wir schon. Teleportpyramiden. Orkkampf am Strand. Wachen an der Brücke. So, die Sache wird langsam interessant. Dass Jake Sternsteine gesammelt hat. Er traf den Nagel auf den Knopf, als er sagte, dass er dass Jake genau das sammelt, worauf wir und durchtriebene Quellenmagier ein Auge werfen.
Abgeschlossen ausblenden. Ja. Bahu, der sich als So Zickzacks tell me, erkennt. Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? I suppose so, milady. But seeing that I'm neither married, engaged, or attached in any way, I've never bothered to inquire. Polite, handsome, and single. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be... Okay. Leave me be, I have a job to do. Der gräbt die ganz schön an, ja? Oder sie... Legion's greetings, Hunter. And what questions are those? I am Septimus. So fair a lady, steadfast will I guard her. Oh, im Badezimmer und so, ja. Wo wir über die Pyramide hingekommen sind. Mal sehen, was wir hier noch Schönes haben. Gold. Fahnen, wow. In den Kisten findet man ja allerhand Nützliches. Sogar ganze Zähne. Sollte man selbst keinen mehr haben zum Kauen, oder wie? Rätschen als Ersatzschlüssel. Aha. Aus der Heilung, aha. Na, was soll schon schief gehen? Aha. I've spotted something interesting. Geh rein da. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2, perhaps the stability could be increased by as much as 3-fold. Oh, a source hunter. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, as my memory serves. Okay. No matter. Even if it couldn't spare its heartier specimen, I'm sure the Order sent the individual with the next highest probability of success. Yeah? It's hit me? Why, I'm more than a little surprised you haven't heard of me. Perhaps I can jog your memory. It was I who cured the Duchess of Arata of her unslakable thirst, a simple pinch of Atropa belladonna in her morning tea. I who discovered that aging itself can be halted by a single application of Cicuta douglasii on the tongue. Okay. Not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Sicile of late. Yes.
If that's how we're referring to the secretive use of a revolutionary healing method she refuses to share with her own master. She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic feats of healing, but she won't let me take the briefest look at it. But she claims to have gotten the relic from a little northern town, Silverglen by name, and that an abbot there blessed utter rubbish, I say. But with these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march up to Silverglen to learn the truth myself. Well, she certainly possesses a critical eye and an exacting manner when it comes to making difficult medical decisions. I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes. She is learning from the best, after all. Natürlich. Certainly. What would you like to know? The counsellor. Terrible loss, that. Though we were hardly more than acquaintances, I knew him to be a devoted civil servant. From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. The affairs of his wife, Esmeralda, were hardly a secret, you know. I've applied myself to that problem for 2 years and still haven't come a step closer to solving it. I declare it an act of the Almighty's, if I believed in such things. Some events, Source Hunter, can be neither controlled nor understood by mere men. Interesting indeed. Nothing sets me on edge like inexplicable magic. Anybody? Neither of you cares to plead for his very existence? Excuse me? This is a private sick room. Who in the name of the Seven do you think you are barging in here? Out, I say, right this instant. Wir sind in... I'm sorry. It's this task. I'm just... Who am I to meddle with life and death this way? Ja genau, wer bist du? I'm an apprentice of the healing arts. Healing! But this decision feels like precisely the opposite. I have but one healing stone, you see, and 2 direly wounded men who need it. I've been racking my brain trying to decide on the best method to settle this grave situation, but perhaps it's better off in the hands of an esteemed source hunter. Surely you are more accustomed to weighing life and death than I. 1. Erzählt mir mehr über die Patienten. 2. Ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. 3. Was euren Heilstein betrifft. Wir lassen uns erstmal mehr erzählen, oder? In 3, 2, 1. What would you like to know? One of the brave few willing to traverse the trade routes plagued by the undead. A young man, but excellent in matters of business, before he fell victim to an orcish club in the north, that is. Thankfully for him, a cattle trader found him, nearly dead, but not quite so, and quite the venerable staple of Sicil, Stephen, and recently blessed with his 3rd grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple, and only a few days shy of his last day of work before retirement, no less. Als ihn ein... Und das auch noch wenige Tage vor seinem Ruhestand. Nearly everyone in Sicil. You are? I thank you a million times for your help. Who have you decided? 1. Boris' Leben hat gerade erst begonnen. Wir können ihn nicht so jung sterben lassen. Er sollte den Stein erhalten. 2. Stephanos sollten Steine erhalten. Wir wissen doch alle, wie schwer es ist, ohne Familie aufzuwachsen. In 3, 2, 1. Boris's life has just begun. We can't cut it short now. He should receive the stone. 1. Ja, Boris verdient es, all die Freuden des Lebens zu erfahren, in deren Genuss Stephanos bereits gekommen ist.
Stephanus wollte auf jeden Fall den Stein haben. Nicht Boris. Denkt an Stephanus Frau, seine Kinder und seine Enkelkinder. In 3, 2, 1. Yes. Boris Boris it is? Yes. I'll deliver the stone. I'm glad we'll get to save one man. My heart breaks for the other. Ja, klar, logisch. Corpse's troubled mind. Ist traurig, aber wenn man schon einen Garage machen muss. This is highly abnormal. What is this? This lightning. I feel no pleasure in bidding you farewell. Ihr habt einen neuen Raum in eurer Heimstätte freigeschaltet. Aha. I don't know what I did to deserve this, but I'm beyond grateful. I feel no pleasure in bidding you farewell, friend. Can't say I didn't want to live. Wanted it with every fiber of my heart. Not just for my own sake, but for my family, you know. Oh, my Matilda. Enjoy what remains of your life, will you? Never... Okay. Farewell, friend. I'm feeling stronger already. 1,000 thanks to you, my hero. What will I do? What won't I do? Seeing how short life can be, how easily it can be taken from you. I'll see it all, do it all. And after I've climbed every mountain in Rivellon and smooched every girl who'll have me, I'll devote myself to learning the magic that saved me. Everyone deserves to feel the thrill of a renewed life. I'll see you around then. I'm liable to spring out of this bed at any minute. Anscheinend haben wir in unserer Heimstadt, ich hoffe, das ist diese Heimstadt, neuen Raum freigeschaltet. Welcome back, Source Hunters. I've been eagerly expecting you. You found another star stone, haven't you? Go on. Ask me how I know. Na gut, machen wir das Spielchen mit. Woher wisst ihr, dass wir einen weiteren Sternstein gefunden haben? Mere child's play when you know what to look for, and luckily, I do. Do you remember when you first arrived on this plane? When the dormant portal that led us to this hall sprang to life? It's happened again, my friend. Another portal has reignited. The end of time is growing by the stone. It's all connected somehow. You, this place, the void, the stones. Soon we'll have unraveled the whole truth. Oh, how I do love a good mystery. Oh Mann. You don't imagine that I'd presume to explore it before you? No, that would be most unmannerly. And not to mention, oh, I'm sure it's nothing. It's just that beyond the portal, I sense a presence that I can't quite account for. It is at once powerful and faint. Perhaps only a shadow, but this is only speculation, of course. Come, let me show you the way. Once you're through, you'll be able to report exactly what we're dealing with. Na, mal sehen. Halle der Helden. What an impressive room. Deo So it is. Kraime, A hall Foredua, Leos Ral Edu, Krahime. You. It cannot be you. But it can only be you. The Guardians. Those I deceived. Those that deserted me. But oh,
How weak you have become. As weak as you used to be strong. Look about you. You used to lead, and now you follow. Ignorant of your faults, and ignorant of your fate. Na, ein Glück. That it has come to this. Woe to the world that it has come to this. He won't believe me, the fiend. Ihr habt die Halle der Helden freigeschaltet. Wenn ihr eure Begleiter fortschickt, werden sie sich hier ausruhen. Okay. Well, wouldn't you look fine with a strapping warrior at your side? Or is it mages you prefer? An eagle-eyed ranger? A stealthy pickpocket? Take your pick of my swords for hire. Mal sehen, was ihr in Söldnern habt. I thought you'd never ask. Hear that, swords? Line 'em up. Luna, Waldläufer. Stufe 4 zum Anheuern benötigt. Wir sind jetzt gerade mal Stufe 2. Stufe 3 können wir. Was haben wir hier? Eine Schattenklinge, also eine Assassinen. Was hatte ich für Beschleunigen? Verwünschen. Eid der Entweihung. Angriffshaltung. Erste Hilfe. Und erkrankt auf und heilt das Ziel um 10%. Querschläger, ja, wir nehmen denn auf jeden Fall mal nicht genug Geld. Oh. Sinus Black. Ein Räuber. Wir können nur einen Räuber dazu holen, zerreißen, Schattengang. Oh, haben wir erstmal 3 Leute. Ja. Käsebrot. Aha. Fähigkeiten Buch Kettenblitze. Who do you think that creature in there was? I haven't the foggiest, but the eerie bit is that she seems to know us. Zurück zum Nordtor. So, jetzt haben wir immerhin schon mal 3 Leute. Jetzt einen grauen Flecken noch aufdecken. So, jetzt haben wir schon mal das Dorf komplett besucht. Ja, komplett kann man noch nicht ganz sagen, aber so in etwa. Toasty. I'm overheating here. Blasted poultry.
Here, chicken, chicken, chicken. Bop, 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 Don't let ja. that rooster escape. He's already on the menu for tonight. Eins ist nicht die Bestimmung eines Huhns mit dem Teller, auf dem Teller zu landen. Wir sollten es einfangen und zurück zum Koch bringen. Isn't it a true Ja, story? komm. That was close. Let's have that bird then. Ja, bla. I need a moment to reflect. Nennt mich herzlos, aber ihr sollt lernen, Entscheidungen für das Allgemeinwohl zu treffen. 2. Das Herz sollte bei kalten und rationalen Entscheidungen außen vor bleiben. 3. Ich scheine in der Tat immer herzloser zu werden. 4. Bei den Göttern, was ich nun nur aus mir geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich eines Tages selbst herzlos nennen würde. Okay. Some may call me heartless. I'd suggest I know how to make difficult decisions for the greater good. 1 nennt es Herzlosigkeit, ich nenne es Umsicht. Ein bewundernswerter Charakterzug, den ich am Ende in der Tat, den ich an euch in der Tat bewundere. 2. Ihr mögt herzlos sein, aber auch Herzlosigkeit hat ihren Platz. 3. Euer Mitgefühl scheint in letzter Zeit wirklich auf der Strecke geblieben zu sein. 4. Ha! Was kümmert es mich, was in eurem Herzen vor sich geht? In 3. 2. 1. Compassion indeed seems rather less important to you of late. Troops, Rivalon's finest work up mighty fine appetite, serving the 7. She bit me in the face. Look on the bright side. Haben wir hier Esmeralda geladen, ja. You'll be the least of it. The beast looks rabid. In that case, Orte. you'll have the pleasure of putting her down yourself. Hauptmann, wollen wir mal nochmal zum Hauptmann. The beast speaks, so you've half a brain behind that feral wall, have you? The cretin's question crossed her lips and ached an air of aptitude. Hey, hell, I think that. Hat der was Neues zu sagen? Again. Do feel free to Reden wir über depart. die Ermordung? Yes. Discovered anything? Have you found any incriminating evidence against her? If so, let's have it. Mhm. Wir haben noch nichts weiter erfahren, leider. Ah, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. Sorry, sir. The face, Virius. She bit Aus me in the des face. Box. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly will be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure Gut, of putting ich her gehe down jetzt yourself. nochmal I zum wish for you to try and screech. Gasthaus. Irgendwas muss da noch sein. Irgendwas muss noch am Gasthaus sein, davon gehe ich gerade aus. Oh. Und ich bin falsch abgebogen. Mal hier lang ab. Was war das hier für ein Rathaus, Badezimmer? Aha. Well, Mayor Cecil will be happy to see. Vielleicht sollten wir mal mit dem Chef hier reden. What?
it's you. Come closer then. Closer, huh? My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Yes, hello, Source Hunter. Our city welcomes you. Fahren wir mal ein bisschen aus erstmal. My elf? What elf? Oh, myself. I am Cecil, Mayor of Sicil, and husband of the stately Cecilia. I've been the mayor here for decades, and I'm quite eager to see Sicil through these difficult times. Yes, very difficult times indeed. What? Oh, you mean Sicil? Very difficult times indeed. As though the death of Jake, and by source magic no less, weren't enough. We're also facing all sorts of brutish intruders. Okay. The undead have overrun all but one northern trade route, while the orcs are making a habit of savaging our beaches. That's not to mention that at the top of this whole caboodle, there's rumors of some new religious sect or cult or some such sticking its tendrils into the innocent. And, while we're on the subject of troubles, I myself have a private matter I'd like to bring to your attention. It involves a magic relic I rather foolishly sought. A weapon called the Staff of Pergamon. What of what now? Oh, you're speaking gibberish. Ah, you mean the Staff of Pergamon. Yes, yes. I was expecting a shipment of weapons, and among the cargo was this very powerful, very rare staff. I managed to place the order through means somewhat, atypical to a government official. Cecil proved an old fool, though. For the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. I fear it may have fallen into the wrong hands, and I wonder if you could retrieve it for me. His name is Conrad, captain of the Tide Splitter, a merchant ship still docked at the Sicil harbor. You can talk to him if you think it'd help, but I'd quite like to avoid getting the Legion involved, if you don't mind. The staff itself contains a shard of an ore, highly valued for its use in the weapons of war. I know use of the material to be forbidden, but I was desperate to do something to aid the townsfolk against the undead. Okay. Jake, murdered? Oh, yes. Yes, now I recall. Indeed. I could hardly believe it myself. The Council and I have certainly had our differences over the years, but old squabbles evaporate under such circumstances. Most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have taken her into protective custody to keep her safe from the mob. As you can imagine, I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Ferrol was always a bit suggestive. But I've never had cause to suspect her of violence. Still, one never knows for sure. An all-right bloke, apart from all this Esmeralda nonsense. The whole town knows the only goal of his business trips to Sicil is to spend a night or two at the King Crab Inn with Mrs. Counselor. Okay. Well, I do believe that's something your parents ought to have discussed with you long ago, Source Hunter. But I suppose if you really don't know, I'd be remiss if I didn't at least explain the basics. Ah, you see, when a lady and a fellow find each other rather nice, well, rather more than nice, they occasionally, well, they, Ziel. Sekten. Nichts anderes. Oh Mann. Ich hab 16. Oh, this is nonsense. I'm the mayor for the 7th sake. I can't be bothered to chat all day about the birds and the bees when Sicil's under siege by orcs, undead, and cultists. Uh-huh. What? The undead? Yes, for the past 2 years, those blasted skeletons have all but suffocated this city.
With all but one trade route overrun, Sicil's once torrential commerce has slowed to a pathetic trickle. That depends. What kind of berries are you interested in, exactly? Was? Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? I'll escort you upstairs myself. Marvelous. Follow me then. What? Oh, yes. This library is the jewel in Sicil's crown, the beacon of culture and learning in our fair city. My Victoria has every volume you could possibly imagine, and she's got every speck of information about this place packed into her brilliant brain. Yes, Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. Ah, it brings a tear to my eye just seeing her here among her beloved books. And the first edition too? What? Oh, yes, yes. I'll be on my way back downstairs now. Please introduce yourself. I know Victoria will be happy to make your acquaintance. No, this isn't the grimoire I'm looking. Omnes autem mali daemonis quam. What? What is this? Who are you to interrupt my musings? By Naga the Protector, they have the manners of boors, these boatmen of Sicil. Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken, for you hardly resemble the local fisherfolk, which, incidentally, is a compliment of copious dimensions indeed. No, a source hunter, that is what you are. Yes, a stalker of sorcery, a chaser of charms pernicious. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to our mutual advantage to join forces nonetheless. Who placed this book here? A volume of poetry among novels? Urak. Mayhem. Why, simply because you hunt source, and I, Jehan, hunt demons. You are aware, of course, that quite often both of these pests frequent the same shadowy... Now, I hate what I hunt, but I respect its cunning. Should I not, I'd have been decimated, body and soul, long since. This is a sentiment I'm quite certain you must recognize. Let there be strength in cunning, yes, but also in numbers. On one condition. That on our joint travels we will never deal with demonic entities, no matter how tempting their propositions. Give me your word on this, and I'll weave you spells. 1, also gut, keine Abmachung mit Dämonen. 2, ich mache ungern Versprechungen, die ich nicht halten kann. Und muss daher euer Angebot ablehnen. In 3, 2, 1. Very well. There will be no deals with demons. Oh, und Scarlet ist auch einverstanden, sag ich mal. Agreed. Nothing good. Most gratifying. I see you are firm of purpose and thereby ready to descend. Descend into the madness that is sorcery, into the depths where demons dance. Gladly shall I follow you into the abyss. Onward, blood and triumph await. Ah, ja. Who placed this book here? Was hat er? Schockierende Berührung? Urak. What mayhem. Ah. Alle Stufe 3, ja? Kajdenor. The brief history of sorcery still hasn't been returned. In the name of Amun-Hor, I bid thee Tujda Geta Hal. Be welcome, human. My library is yours, as I hope your friendship is mine. Wer seid ihr, gute Frau? I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking.
The likeness isn't exactly striking, is it? When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe, for I was found in a wicker basket floating past Sicil toward the sea. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But praise be Amon-Hor, dear Cecil was among the gathered crowd, and he took pity on the exiled infant that chance had put in his way. Okay. He raised me like I was his own, this kindest of souls, taught me the language of men, their customs and their letters. Thus, I became the city's librarian, a position I uphold with no small diligence and pride. Indeed you may. The wisdom I here hoard is yours to peruse and even take with you. All I can ask is that you return the books you borrow so that others may enjoy them too. Okay, die hat also... More shall gather. More shall enter the fray. Zero, Hallöchen. Where's the third one gone? Zero. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. Vielen Dank auf jeden Fall für den Raid und hallo. The knight in see-through armor, Princess Buttercup with the blushing bottom, Ja. So, dann kann ich auch kurz den... Zero. Ja, beim Spiel lässt sich das leider erstmal nicht anders machen. Mal sehen, ob ich... ich werde heute noch ein bisschen rumpummeln, ob ich das hinkriege. Dass das Spiel nicht immer, wenn ich raustappe, in irgendeiner Weise rausgehe, nicht wieder minimiert oder... aber dass ihr zumindest weiterhin einen richtigen Bildschirm seht. Oh Gott, ja. Okay. Wir haben hier eine von dem alten Cecil, ein alter Mann. Ja, ich habe schon 3 Begleiter. Einer ist ein Söldner und den zweiten habe ich gerade bekommen. So, ansonsten fängt man ja mit 2 Leuten an. So, und Cecil ist ein alter Du nicht gut, muss ich sagen. So, ich weiß momentan aber auch nicht, wo es weitergeht. So, also an sich sollen wir wohl... Ah ja. Hier wir gehen einfach mal raus und was soll schon schief gehen? So, erstmal nach raus und in. Wir schlagen uns jetzt in die Richtung hier, das heißt, wir gehen dann auch mal hier hinten durch die Tür. Nein, wir gehen noch nicht durch die Tür. Wir gehen hier durch die Tür. Erstmal allgemein ein bisschen weiter Richtung Westen wieder. Jetzt, wo wir zu viert sind, sollten wir auch besser zurechtkommen draußen. Zumindest hoffe ich das. Ansonsten, Zero, hast du mich genau dann erwischt, wo ich auch bald Feierabend machen wollte. So, ich habe jetzt in einer halben Stunde muss ich oben bei meinen Eltern, unten bei meinen Eltern sein. Halbe Stunde, kommt hin? Ja. Da kriege ich den Kopf mal wieder abgeschnitten. Nein, die Haare geschnitten. So. Ja. Ja gut, gerade die letzten Tage habe ich ja meistens ein bisschen länger gemacht. Von gestern mal abgesehen. Aber so langsam kommt halt mal der Zeitpunkt, wo, oder gerade heute ist halt mal, dass ich
pünktlich Feierabend machen muss. Steinfeld. Ah ja. Erstmal den. Beschleunigung für 2 Runden den Start beschleunigt. Eiseskälte. Machen wir mal auf den Eiseskälte. Der ist eingefroren. Finde ich gut. Der wird umgerammt. Aua. Aua. Oh Mann. Rick. Okay. Da komme ich noch nicht ran. Okay, Regen, Generation, arme Strom. Can you hear the crackle of my power? Erstmal die selbst heilen. Oh Mann, treff doch nicht. So. Ziel ist unsichtbar? Nein, ist es nicht. Man kann es sehen. Oh Mann.
Aber manchmal einige Aspekte des Spiels sind seltsam. Vielen Dank für den Log. So. So. Soaked to the skin. Aua. Stop. Gab es Sturm. Einen Gegner haben wir noch. So. Gab es Sturms. I'm never out of my element. Luftrolle des Feuerschilds. Generation. Gold. Gold. Gering. Das da. Oh, dennoch zündern. Und dann muss ich auch für heute erstmal schon wieder Feierabend machen. Da ist eine Truhe. Aua. Ulm-Kurtbogen. So. Mach mal eine Regeneration auf dich selber. Du machst Heilung auf dich selber. Du machst Schattengang beschleunigt. Der kann sich nicht selbst heilen. Regen. Ah nee, das Generation. Auf dich selber. Auf den da. So, dann sind wir zumindest alle wieder voll. Oh. Und es geben
Eigentlich hatte ich gehofft, dass man die lernen kann. Die Schriftrollen. Sieht aber nicht so aus. Jedenfalls speichere ich hier jetzt an der Stelle. Speichern. Ja. So, wir sind natürlich nicht mehr bei 1 Stunde und, sondern bei 5 Stunden 44. Ah ne, sind wir nicht. Moment. Machen wir das hier und speichern Neues. Neuer Spielstand 4 Stunden 21. So sieht es nämlich aus. Mit Laden zwischendurch und dies und jenes, ja. So, jedenfalls mal gucken, wen wir raiden können. Hab heute leider keinen zum Raiden da. Ich würde deswegen einfach mal Feierabend machen. Und sagte mal danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.